gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Internet. Hier sind die Leute, die euch sagen, was ihr jetzt alles kaufen könnt, aber eigentlich nicht müsst. Und ja, wir sind heute zu fünft, auch wenn man es partout nicht wahr haben will, wenn man im Kopf nur 1, 2 viele zählen kann. Lieben Gruß an die Kollegen und genau die sind hier auch wieder bei mir. Unter anderem hier, der ist der Mann, der sich von einer Sportverletzung erholt. Unser Host, der Sascha. Ja, hi. Dann der Mann, den ich seit Sonntag um G20 beneide. Le Notstrom. Herzlich willkommen, hier ist der Thomas aus Hamburg. Moin. G20 ist nichts, wo man mich beneiden muss. Wirklich nicht. Doch. Dann der Mann, den wir hier irgendwie nicht mehr loswerden. Hallo Henrik. Hallöchen, hier ist der Flowwater aus München, beziehungsweise aus Rosenheim. Und gerade erst zurück aus Sodom und Gomorrah, der Salzsäulenheilige der Synthesizer-Szene, der Mogulator. Hallo. Großes Schweigen. Tja, was machen wir jetzt? Hat jemand eine Idee? Es gibt da so einen tollen Song. The Show Must Go On. Ja. Und wie war der noch? Frank Sinatra? Nee, Queen. Ich dachte mir gerade. Ja, also wieder mal Superbooth Nachlese in Abwesenheit. Vielleicht kommt der gute Mann noch. Er hat eigentlich er gesagt, hat einfach verschlafen, ist einfach müde, steckt im Verkehr, was auch immer. Er wird seine Gründe haben. Ja, ganz ehrlich, also. Wir nehmen es nicht persönlich, wir nehmen es sportlich. Deswegen. Schlechtes Büromanagement. Genau. Seine Sekretärin hat mal wieder verpennt. Ja, das ist Berlin, da kannst du ja auch verloren gehen. Wobei, also gerade ehrlich gesagt, Sodom und Gomorrah, das haben wir ja gerade. Also hier ist ja ESC um die Ecke. Bislang ging's eigentlich. Also ein Halbfinale, 2 Pali-Demos, eine Meisterfeier. Weil HSV wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Wieso feiert ihr das in der Schweiz? Hä? Ja gut, den Witz muss ich jetzt nicht verstehen, aber ja, es war sehr schön zu sehen, wie plötzlich einfach so ein kilometerlanger Fanmarsch einfach dieses ganze ESC-Programm zur Seite schiebt. Es ist Grundrauschen, also man kriegt's eigentlich nicht mit. Du kannst durch die Stadt fahren und ich habe jetzt auch noch niemanden gesehen, der jetzt irgendwie auf der Straße irgendwie sich gegenseitig die Innereien neu angeordnet hat. Apropos Innereien neu anordnen, wollen wir gleich zur Superbooth übergehen, weil da ist ja auch nur neuer Wein in alten Schläuchen. Oder neue Schläuche in altem Wein. Ich hab's irgendwie nicht mehr. Na, jetzt muss man den Mogulator dabei haben. Mein ganzer schöner Berghain-Gag. Einfach weg. Naja, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Was war eigentlich los? Wie war die Superbooth? Keiner von uns war da. Geil. Wir waren alle virtuell da, aber sowas von, du. Hey, ständig haben wir uns gegenseitig die News hier um die Ohren gehauen. Genau. Fing an mit, wo fing's denn an mit? Weiß ich gar nicht. Mit welcher News fing's an? Ich scroll gerade in unserer Timeline und unser internen Chat zurück. Es fing tatsächlich an mit, haltet mich fest. Geh doch einfach auf den Gear News Artikel, wo sie die Updates gepostet haben. Nein. Das ist doch langweilig. Es fing an mit Donnerstag, 8. Mai. Wer war der Erste, der die ganzen Synfluencer aufgegeilt hat? Henrik, dein Einsatz. Moog Messenger. Moog Messenger, genau. Da habe ich mich so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dieses Synfluencer aufgeilen. Jeder hat natürlich über den Moog Messenger berichtet. Da sind auch irgendwie gefühlt 5000 Videos. Ja, genau. Richtig. Und da denke ich mir, Moog muss, also ich jetzt mal wirklich, bitte nicht falsch verstehen. Nichts gegen die Firma, nichts gegen die Synthesizer, toll klingende Instrumente, alles gut, kein Thema. Aber Moog muss irgendwie nur mal husten und dann findest du auf YouTube irgendwie mindestens 20 Videos, in denen es heißt No Talking, Preset Presentation oder irgendwie sowas. Oder und First Look.
Ja, genau. Und dann so ein Video habe ich gefunden. Hier müsst ihr, also auf Englisch das Ganze, in diesem Video wird euch der Moog Messenger komplett erklärt. Danach wisst ihr, wie der funktioniert. Und ich denke mir so, 2 Oszillatoren, ein Multimode-Filter, ein oder 2 LFOs, das weiß ich jetzt gar nicht. Wie kompliziert kann ein subtraktiver Synthesizer sein? Also, hä? Und, also, wie gesagt, nichts gegen den Synthesizer, aber das war für mich der langweiligste Einstieg in die Superboost ever. Also, ich halte mal dagegen und sage einfach, dass Moog ein wahnsinnig gutes Marketing hat, was aber nicht sie daran gehindert hat, jetzt von einem Investor aufgekauft zu werden vor einiger Zeit. Also man kann sagen, die haben totales Missmanagement, aber Marketing sind sie voll stark. Und meiner Meinung nach, wenn ihr mich fragt, mich persönlich, ich habe sie mir nicht alle angeschaut, aber welches Video man sich auf jeden Fall vom Moog Messenger anschauen sollte, weil es halt sehr unaufgeregt und ich finde sehr interessant daherkommt. Das sind zwei Videos, kann man sich anschauen. Es ist einmal das Video von der Komponistin Sarah Bell Reid, Moog Messenger Overview und Explorations. Mhm. Weil da merkt man dann, dass das Ding halt dann nicht nur so ein Standard Moog ist, sondern auch ganz schön, ja, interessante Features hat unter der Haube. Und das andere ist, sie erklärt nämlich auch alle Funktionen und so weiter, ne, auch die Wavefolder und dass die Filter nicht mehr ausdünnen in der Resonanz und so weiter. Und das andere Video ist tatsächlich so, um mal so einen musikalischen Eindruck zu kriegen, so klassisch oldschool-mäßig von der Influencerin, die quasi gebucht hat, nämlich von der Lisa Belladonna. Oder wie heißt sie? Lisa Belladonna? Lisa Belladonna. Genau. Das sind die 2 Videos, die man sich im Prinzip dazu anschauen kann und dann weiß man im Prinzip alles über diesen Synthesizer. Klingt geil, ist auch nicht so teuer, hat coole Features, ist im Prinzip eigentlich bezahlbarer guter Synth. Und mehr muss man sich eigentlich nicht reinziehen. Den ganzen Hype drumherum, das ist einfach die Marketingmaschinerie, die Moog da sehr gut im Griff hat. Ich muss noch mal kurz dazu sagen, mein Rant hier, das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Also ich meinte es ja, also ich finde Moog eine tolle Firma, dass die so lange durchhalten mit und immer wieder Geräte vorstellen, das ist alles super. Das war jetzt von mir wirklich so ein ganz persönliches so, ach Gott, ja, okay, Moog Synthesizer. Kann ich voll nachvollziehen, geht mir genauso. Also ich find's auch nervig, dass so irgendwie die gefühlte halbe YouTube-Welt hat schon Moog Messenger, ne? Alle zeigen ihn, alle hauen sie zur gleichen Zeit die Videos raus und das geht dann so biu, links und rechts, ne? Andrew Young und wie sie alle heißen, alle haben sie einen Loophoop und Loopop heißt er ja. Loophoop. Matt Johnson hat ein was weiß ich, wer noch. Thomann hat natürlich auch einen und macht auch ein Video. Was ich übrigens auch musikalisch sehr interessant fand, also was die Thomanner da, der Le Fleur da halt immer macht, fand ich auch ganz gut. Warte mal, ist das Felix Fleur. Felix Fleur, genau, und Jonas Landwehr, ne? Ja, genau, ja. Jonas Landwehr. Ich vergesse immer den Namen vom Jonas, wirklich. Also es ist, wenn er jetzt zuhören sollte, zufällig, also ich entschuldige mich im Voraus. Ich finde die beide nämlich super. Ich finde das wirklich gut, was die da machen auf diesem Kanal. Ich gucke mir das wirklich sehr, sehr gerne an, weil das nämlich nicht nur irgendwie so einfach das Zeug zeigen ist, sondern das ist halt auch wirklich Praxis, was die da machen. Und das gefällt mir einfach hervorragend. Aber Moog Messenger, okay, ja, gut. Wenn es denn sein muss. Was mich nämlich auch bei diesen Synthfluencern dann nervt, ist, dann wird der Moog Messenger mit großem Trara vorgestellt und danach hörst du nie wieder was davon. Also du hörst von den YouTubern nicht mehr, dass sie den noch einsetzen. Das meine ich. Ja. Mit Ausnahmen natürlich, ne? Und ja, das ist meistens so, ne? Die sind ja dafür da, dass sie halt die Produkte, die sie
die ihnen geschickt werden, dass sie die dann präsentieren. Davon leben ja ihre ganzen Kanäle. Das ist halt so. Das muss man, wenn man das einmal für sich so erkannt hat und akzeptiert hat. Ich meine, so funktioniert dann eben jetzt die Marketingwelt im Augenblick. Das wird sich sicherlich irgendwann nochmal wieder verändern. Vielleicht spielt YouTube irgendwann mal keine Rolle mehr. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, weil es alles Influencer-Marketing. Ja, genau. Wir können aber, glaube ich, festhalten, dass der Synthesizer an sich ein tolles Gerät ist. Ist solide, ist ein solides Gerät, hat ein paar nette Features, hat einen schönen Sequencer, hat einen schönen Arpeggiator, tollen Klang. Das Ganze für 850 € ist schon in Ordnung. Also wenn man einen schönen, neuen, kompakten Moog möchte, ich hätte ihn mir gewünscht mit Mini-Tasten. Das wäre mein Träumchen gewesen, aber ist nicht und ich muss jetzt auch keinen Moog haben. Nö, ich brauche auch keinen Moog. Was Wie? war sonst Bist du noch da? Worum geht's gerade? um Le Moog. Ach, der Hydra Synth, die Base Station. Ja, ich habe mich gerade gefragt bei eurem üblichen Rant über Kapitalismus im digitalen Zeitalter, hat nicht, wer war das? War das Ben Jordan, der sich mit 3 Monaten Verspätung einen Polybrut in die Küche gestellt hat und damit viral ging, als der Rest schon längst beim nächsten Sau, die gerade durchs Dorf getrieben war? Das weiß ich nicht. Ist er damit viral gegangen? Ich verfolge seinen Kanal nicht. Es gab auf jeden Fall ein Video zu einem Gerät, das irgendwie 3, 4, 5 Monate später kam und das ist hat ziemlich Welle gemacht. Und ich frage mich, wie wäre es eigentlich, wenn die ganze Influencer diese Dinge einfach staffelt? Weißt du? Ich weiß schon, dass das markttechnisch nicht funktioniert. Also die Leute wollen ja zwangsläufig die Ersten sein. Die müssen die Ersten sein, deswegen ist auch immer, sobald die NDA fällt, sind immer alle da. Aber ich weiß nicht, weißt du so? Oder so ein Moog Messenger, wenn da jemand in 2, 3 Jahren kommt und sagt, hey, hier, erinnert ihr euch noch? Ich habe den jetzt gekauft, ich benutze den auch tatsächlich. Es gibt ja einige Leute, die ja alte Geräte halt immer wieder mal vorstellen und manche Videos laufen davon gut und andere halt dümpeln vor sich hin. Ja, also warum nicht? Zum Thema Late to the Party kann ich ja nochmal erwähnen, dass ich 28 Jahre später einen Z1 gekauft habe und den auch tatsächlich benutze. Ja, zum Beispiel. Wie viele Leute freuen sich heute noch über machst du jetzt dein Korg-Album? Du wolltest ja mal nur ein Album nur mit Korg-Synthesizern machen. Das wird auf jeden Fall gemacht. Bin allerdings mit meinem aktuellen Album immer noch nicht weiter. Also ich krieg einfach meinen Popo nicht hoch. Dann würde ich es beiseite packen und das Korg-Album anfangen. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee, aber vielleicht auch keine so gute Idee, weil dann hat man noch ein zweites angefangenes Album. Naja, schauen wir mal. Du weißt, wie das läuft, also, ne? Das ist 2 Anfänger. Manchmal hat man ja so Querverbindungen, wenn man dann so an einem Track hört man eigentlich die Karotte, die ich gerade esse? Ja, hört man, aber es macht nichts. Sorry. Ist mal ruhig. Ich gieße mir hier auch gerade eine Cola auf meinen Whisky. Alkohol. Was? Alkohol. Der ist aber stark verdünnt jetzt mit Küstencola von Flensburger. Schleichwerbung Ende. Ich fand den Holztisch, by the way, sehr schön in diesem Video. Das war so Peak Marketing. In welchem Video? Bei Loopop? Nee, das offizielle von Moog. Das habe ich mir gar nicht angeschaut. Das war das komische Video mit den orangefarbenen Kopfhörern, ne? Wo ich mich gefragt habe, was soll denn das mit den orangefarbenen Kopfhörern? Ich war eher durch die Person, die es präsentiert hat, bisschen abgelenkt. Also bei den orangefarbenen Kopfhörern. So weit habe ich gar nicht geguckt. Ich hab zum Ende gezappt, wollte mal gucken, was es ist, und dann war das dieser Holztisch. Ja, also mit anderen Worten, wieder ein Synthesizer für einen Holztisch. Mit Pflanze drauf. Sehr gut. Plastikpflanzen. Mit Aber wie wir Plastikpflanze. ja gestern auf Reddit gelernt haben, ja, der neue Trend ist auf Bett. Plüschdecke auf Bett mit
finde es auch so gut, wie einfach eine Note auf diesem OP6 spielt und sich dann die Hand verrenkt, um ins Modwheel zu kommen. Ja, wo man denkt so, Junge, rück doch die Geräte mal näher aneinander, dann kannst du sie auch besser abfilmen. Aber das ist der neue Trend, ne? Nichts können und ja, zeigen, dass man nichts kann. Einmal kurz, was mir noch so durch den Kopf schießt, Stichwort Superboost. Hat man irgendwas von Sequential auf der Superboost gehört? Also in den ganzen News, die wir verfolgt haben, war irgendwie nichts. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas gehört? Ich habe nichts gehört. Nee, gar nichts, überhaupt nichts. Ich meine, ich habe ja auch nicht viele Videos angeguckt oder so, sondern halt nur die Texte gelesen und da schon gemerkt, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, will ich nicht. Jetzt kommt bei mir ungesundes Halbwissen. Meine, dass die letztes Jahr auf der 24er, dass die da waren. Kann das sein? Ich weiß es wirklich nicht. Also, Wer schneller mit der Tastatur, Thomas oder Tobi? Deswegen? Ja, gucken. Nein, guck nicht nach. Also ich fand es einfach interessant, weil einer der, wie nenne ich die denn so, die großen Synthesizer-Hersteller, einer der großen Synthesizer-Hersteller war nicht auf der Superboost. Fand ich interessant. Also einer der großen Namen, ne? Also. Ja, genau. Dafür war ein anderer da, der halt schon länger nicht mehr da war. Aber die haben doch erst gerade letztes Jahr überhaupt was gedroppt. Wie ich meinte, auch nicht unbedingt zur Booth, oder? Oder war es zur Booth? Die haben den TO5 haben sie doch gedroppt, oder nicht? Kam der nicht im August? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß es nicht. Also nagelt mich nicht fest. Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist. Auf jeden Fall haben sie ja letztes Jahr den TO5 ja vorgestellt und die sind ja auch ein bisschen gemütlicher. Also ja. bei Sequential kommt so alle anderthalb Jahre mal was. Ist ja auch keine Riesenfirma, obwohl sie jetzt hier aufgekauft worden sind von Focusrite. Deswegen erwarte ich da jetzt auch nicht, dass sie jedes Jahr neue Produkte raushauen. Bei Moog war das schon zu erwarten, weil sie ja den Subsequence 25, den haben sie ja abgekündigt. Und das war so ein bisschen so, ja, klar, dass da irgendwie ein Nachfolger kommen muss. Aber der neue Moog ist jetzt ein eigenständiges Gerät, oder? Das ist nicht irgendwie... Was meinst du mit eigenständig? Also, das ist nicht wieder irgendwie dasselbe. Also, es ist ja, schon doch, wieder das ist dasselbe. Das ist ein 2-Oszillator, 24 dB Leatherfilter, Synthesizer mit ein bisschen Wavefolding. Ach, hatten wir das schon mal? Und einem etwas anders gebauten Filter, der dünnt in der Resonanz jetzt nicht so stark aus. Das ist übrigens abschaltbar, dieses Feature mit dem Ausdünnen. Also man kann es jetzt einschalten, dass es ausdünnt oder abschalten. Oder umgekehrt, keine Ahnung, ist auch egal. Und er hat halt auch einen Sequencer und einen Arpeggiator mit Micro-Steps, also mit Micro-Timing. Ähnlich wie bei den ganzen Konkurrenzprodukten. Insofern, das ist schon ein ordentliches und ein anständiges Paket, was sie da anbieten, ne? Und zum anständigen Preis. Nicht zu vergessen, dass der Sequencer, da bin ich jetzt hellhörig geworden, dass der Sequencer eine Lane hat, mit der man pro Step einen Parameter, einen beliebigen oder fast beliebigen Parameter modulieren kann. Also quasi randomisieren, genau. Das demonstriert. Nicht randomisieren, das ging auch noch, aber so wie bei Electron, dass du sagen kannst mit diesem... mit Parameterlogs. Ja. Genau, ganz genau. Das haben sie auch. Das hat die Sarah Bell Reid in ihrem Video, hat sie das ausführlich vorgeführt. Gut. Und das ist auch so eins der, wie heißt das so schön? USP, Unique Selling Points, also Alleinstellungsmerkmal von diesem Synthesizer, womit er sich dann auch so ein bisschen abhebt, ne? Von seinen eigenen Mitbewerbern. Ich finde den Namen interessant übrigens. Messenger. Wir hatten davor den Voyager, ne? Interessant, oder? Ich wollte jetzt noch mal einmal kurz, ich gucke jetzt aber beim Sequencer irgendwie einmal kurz nach links auf meinen geliebten Sequential beziehungsweise DSI Pro 2.
und denke mir so, okay, wenn ich 16 Schritte habe im Pro 2, dann habe ich glaube 32 Lanes, mit denen ich Parametern pro Step verändern kann und nicht nur eine. Und der ist irgendwie 15 Jahre älter. Ja, aber dein Pro 2 kann man nicht mehr neu kaufen. Und das Dafür macht ja kannst du nichts. jetzt ein Pro 3 kaufen, Ja, der auch genau, ein sehr aber- gutes Angebot ist. Ne? Also wir können uns Ja. ja mal über die Mitbewerber unterhalten, was es da so gäbe. Da Ja. fällt mir spontan der Mini-Freak ein. Ist auch für die Hälfte des Geldes fast. Thomas, dir fällt immer der Mini-Freak ein. Ja, aber es ist ein geiler Synthesizer, Entschuldigung, aber es ist ein geiles Paket zum geilen Preis mit geilen Features, der auch noch dann geil klingt. Es tut mir leid, aber es ist so. Ist Was soll doch ich so. machen? Du Ist doch sitzt so. doch da, guckst nach unten und denkst so, ja, mir fällt der Mini-Freak ein. Das stimmt. Der steht direkt vor mir. Ist gerade zwar vollgemüllt, aber trotzdem. Mir fällt dann, Ich hatte eher den Minilog im Kopf. Also das ist so, weil das Mhm. ist ja wirklich der halbe Preis. Und der ist auch vierstimmig, statt nur einstimmig. Der Hydra-Synth wäre auch noch da, wenn wir schon die digitalen einbeziehen. Der ist, Multipoly. ja, Korg stimmt, das ist ja auch Multipoly. noch dieses Preissegment, ja, stimmt. Mhm. Dann die, wie heißt die Wave State, genau. Mhm. Wave Station und Asian hinten weggelassen, Wave State. Der kann auch sowas mit dem Sequencer. AN1X, 4-mal. Ja, aber das sind da wieder die großen Brocken. Nö, wenn du den Was für- AN200 nimmst, ist das kompakt. Ja, schön finde ich eigentlich, dass es den mit 32 Tasten gibt. Ich glaube, für den Techno-Tisch ist der wahrscheinlich schon nicht schlecht. Hängt halt davon ab, wie gut die Bässe sind. Und ob der noch Bugs mitschleppt, die von irgendwie, keine Ahnung, 2005 mit stammen oder so. Das ist ja das Problem vom Muse. Was ist denn mit den Korg Mini-Log? Stopp, warte mal eine Sekunde. Das fand ich jetzt interessant. Was ist mit dem Muse? Was soll mit dem sein? Der kostet über 2000 Euro. Nee, da war eine Nebenbemerkung, irgendwelche Bugs von 2005 und dann kam die Bemerkung mit dem Muse. Was ist da Naja, mit dem Muse? Der Muse basiert auf dem One. Und der One wiederum basiert so ein bisschen auf dem Voyager. Mhm. Und die Probleme, die der Voyager schon hatte, die hatte der One, die hat jetzt der Muse. Und ja, mittlerweile sind es wahrscheinlich eher Features, aber ich würde mir von Moog auch mal ein fertiges Gerät wünschen. Das ich mir nie kaufen kann, aber das ist ja ein bisschen der Tobi, Punkt. du hast jetzt einen neuen Besitzer von dieser Firma. Du hast ein anderes Management. Warten wir mal ab auf die ersten Tests von dem Messenger. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Firma jetzt ein anderer Wind weht, dass auch dort mehr auf Qualitätskontrolle gesetzt wird. Schauen wir mal, ne, was da so kommt. Ich bin gespannt. Aber wenn du so Bugs mit dir rumschleppst, ne, über verschiedene Generationen von Geräten, Ja, das glaube ich dann nicht, dass der... spricht das ja nur dafür, dass man halt Teile der Firmware einfach kopiert. Richtig. Ja, und das ist ja- haben das sie, glaube ist ich, ja hier meine- nicht gemacht. Ja, das wäre eigentlich meine Frage, die mit all diesem zusammenhängt. Nämlich, ist das jetzt effektiv eine neue Plattform, auf der man entwickeln kann? Vermutlich. Das werden wir sehen. Also deswegen lass uns mal einfach die ersten Tests abwarten, was die Leute so erzählen. Und dann gucken wir mal. Also ich glaube schon, dass das eine neue Plattform ist. Wenn sie da einen Sequencer mit Microtiming drin haben, das hatten sie vorher nicht. Und Parameterlogs, das hatten sie zwar vorher auch, aber das war, ja, abwarten. Einfach mal abwarten. Ja, welches Gerät jetzt? Welches möchtet ihr? Wollen wir mit dem Star Wars Teil anfangen, mit den beiden Star Wars Teilen? Die bin aussehen ich- wie Filmrequisiten? Aber Da das bin ist ich eher jetzt Anton neugierig. Orion. Nee, finde ich nicht. Also das eine ist ein 12 Jahre altes Gerät, was man wieder neu lackiert hat, in weiß mit blauen User-Interface-Elementen und mit orangefarbenen Knöpfen. Erinnert mich ein bisschen so an R2D2. The Innovation Base Station 2.
als Swiftie Edition. Ja, sieht wirklich aus wie R2D2. Also die Leute feiern das, ne? Das scheint vielen Leuten zu gefallen. Mhm. Na klar, got nothing in my brain, that's what people say. Mhm. So, und das andere Teil, was mir da so ins Auge gesprungen ist, wo ich dachte so, hey, das ist direkt aus einem Star Wars Sternzerstörer oder einem Dreadnought. Das ist wer will den Gag bringen? Also der Name, der ist ein bisschen ungewöhnlich. Der heißt, glaube ich, Clank Uranograph. Das ist so eine Art, ja, ihr könnte glatt von den, wie heißt der Russe? Die russische Firma? Soma? Könnte glatt von Soma sein. Ist so in der, ich sag mal so in der Tradition von Soma-Instrumenten, wie der Soma Terra zum Beispiel. Der Clank Uranograph ist halt ein Synthesizer mit sehr eigenwilligen Design. Ne? Und das könnte man prima als Star Wars Requisite benutzen. Schwarz mit silbernen Applikationen. Ich habe jetzt so ein bisschen Flächen. Assoziation von so einem wie heißen die Minnesänger, die so irgendwie so eine Laute sich zwischen Schulter und das würde auch passen, ja. Ja, diese Leier hatten, ne? Ja, genau. Jetzt, genau. Das Ding ist 5-stimmig, hat 2 druckempfindliche Tastaturen. Ich finde, das Ding sieht aus, als ob man den Enigma genommen hat, mit einem Hammer bearbeitet hat, ein bisschen Steroide reingepumpt und dann fertig. Guck mal, hier, neues Teilchen, schön, schau mal. Ja, also es ist schon sehr ungewöhnlich. Er hat einen integrierten Synthesizer, der über 5 Oszillatoren verfügt, additive Synthese, Phase Morphing, Phase Warping, spektrale Expansion, Phase Distortion im Stil des Casio CZ und Wave Folding. Dann gibt's noch Suboszillatoren, einen Modulationsoszillator und dann hast du natürlich das übliche Bundle an VCA, Low Pass Gate und Filter. Und Preset-Speicherung. Dann gibt's halt noch Effekte. Ein Looper ist auch noch mit eingebaut und ist auch nicht so teuer. Gibt's in der Vorbestellung zum Sonderpreis von nur 1.552 €. Ist ja fast ein Schnapper. Ja, fast. Genau. Ja, es ist halt eins von diesen etwas ungewöhnlicheren Instrumenten, die halt wirklich gespielt werden sollen. Ne? Wie ich hatte ja schon gesagt, also Soma Terra ist halt sieht ähnlich aus, hat ein bisschen weniger Knöpfe, ist und vor allem in Holzoptik, nicht in Plastikoptik. Und sie nennen das ein mikrotonales Performance-Instrument. Wisst ihr, woran ich da sofort denken muss? An diesen Typen, der immer diese Knopftastaturen wie am Knopfakkordeon als Tastatur bei den Synthesizern einbaut. Ja. Ja, genau. Was ist euch denn so ins Auge gesprungen? Tobi, was ist so dein Highlight gewesen? Mein Highlight, der Beruf jetzt im Sinne von, da würde ich Geld für ausgeben oder im Sinne von geiles Teil? Würde ich Geld Im Sinne ausgeben, von geiles Teil. Also der Erika Synth Hexenwerter Hexdrums, das war schon das ist schon optischer Sex. Ich habe keine Ahnung, wie man den bedient. Klanglich fand ich den jetzt auch nicht so übel in den 2 Videos, die ich gesehen habe. Klar, Holztisch, aber ja, das war mal wieder so was, das diesen Spirit von Hardware so ein bisschen ausgestrahlt hat. Und das hatte ich sonst recht wenig. Also bei vielem hat man so den Eindruck, ja, das ist jetzt halt für die Doorless-Fraktion, die einfach halt die Dinge auf dem Holztisch oder halt aufs Bett ja, bei diesem zum Beispiel bei diesem 1010 Music Bento, ne? Dieser kleinen Mini-Groove-Box. Ich muss immer noch drüber lachen, das Bento, das war dieses Jugendformat von Spiegel Online. Und dieses scheiß Video, wo der Typ mit dem Ding in den Wald geht. Das ist ja auch sowas. Also alle, Habe ich nicht gesehen. So haben sie es auch angepriesen, ne? Den 1010 Music Bento, dass die Leute einfach
in den Wald gehen und da Musik machen. Ich kenne niemanden, der das tut. Ich kenne niemanden, der in den Wald geht, um Musik zu machen. Doch, einen kennen wir. Stimmt. Den hast du mir als Gast gehabt. Der macht seine Videos immer im Wald. Moment. Der hat sich dabei gefilmt. Er hat's ja extra für die Videos gemacht. Und er hat auch erzählt, dass es teilweise gar nicht im Wald ist, sondern er einfach nur im Garten Greenscreen oder im Garten. Ja, aber sein Garten grenzt ja an einen Wald, also ist fast Wald. Bonzen im Osten. Ja, aber also der Bandtour war auch nicht übel, muss man dazu sagen. Also mich persönlich erinnert es immer noch an die MC 707 von Roland, zumindest der untere Teil. Ich halluziniere mir dann, wenn ich den anschaue, immer so ich musste tatsächlich, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich musste tatsächlich ganz spontan, als ich das Ding gesehen habe, denken so, ey, das ist doch was Neues von Polyend, oder? Was selbes Design. Schwarz mit bunten Druckknöpfen. Und bunten Gummi. Und LED-Display. Ja, genau. Also das muss von Polyend sein. Nee, es war nicht von Polyend, das war von 1010 Music. So, hä? Was ist denn hier los? Halt Haben die den Designer ausgetauscht? Das ist halt das Problem, wenn du nur noch schwarzes OLED mit Farbe drauf hast. Früher war es ganz klar. Grün war Roland, Orange war, glaube ich, auch Roland. Blau war Korg, oder? Die hatten ja immer die blauen Displays. Kurzweil war ein bisschen dunkleres Blau und ständig verblichene Displays. Und Yamada auch grüne Hintergrundbeleuchtung. Und mein Korg N5 konnte sogar zwischen Grün und Rot wechseln, also Grün und Orange. Je nach Modus. Henrik, was war dein Highlight? Da gibt es nicht nur eins. Ich habe mir hier tatsächlich 6 Stück aufgeschrieben. Ich gehe mal, wenn ihr möchtet, gehe ich wirklich mal nenn mir nur das absolute Highlight. Was ist dein absolutes Highlight? Das gibt es nicht. Es gibt wirklich mehrere, die wirklich genau, ich wollte eigentlich rückwärts gehen, weil das absolute Highlight wäre jetzt wirklich zum Schluss, aber ich nenne es mal. Was mir sofort ins Auge geschossen ist, das war die Firma Morphor, der Econ 6. Das ist ein kleines Tischgerät, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ins Auge gestochen ist mir die Beschreibung, dass der seine Sounds mit Hilfe von Resonatoren und Excitern erzeugt. Und das hört sich für mich erstmal super spannend an. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding klingt. Soll dann wohl irgendwas 2.000 € kosten, wenn er rauskommt. Aber das ist tatsächlich ein Gerät, für das ich Geld ausgeben würde. Wenn der vernünftig klingt und also nicht universell, aber nicht nur so eine Klangrichtung hat, dann bin ich da gespannt drauf. Sieht relativ, ist halt irgendwie so ein Gerät mit so einem Display und zig Knöpfen dran irgendwie. Nicht sonderlich groß, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber der Sound, also wie gesagt, das klingt für mich erstmal spannend. Sascha, du warst noch nicht dran. Bei mir von Gottchen. Also zum einen fand ich halt geil, dass es halt diese Zusammenarbeit von Native Instruments jetzt mit Arturia gibt und dass die NKS-Erweiterung in die modernen Controllern reinbringt. Und dann war das Korg mit den Dingsbums? Nee. War das Korg? Du meinst mit dem Phase 8, mit diesem oder meinst du Vermona? Elektrischen Vermona-Dingsbums, das meinte ich. Vermona-Drum-Ding. Ja. Drum-Ding. Ein Drum-Ding. Genau. Der steht auch auf meiner Liste. Genau. Den fand ich jetzt auch interessant, weil ich den Ansatz so geil finde. Du hast halt oben diese analoge Abteilung, unten den digitalen Sequenzer mit Sampler. Du baust oben dann Sound, der wird, ohne dass das abgespielt werden muss, gesampelt. Und dann kannst du unten in den Sequenzerteil das Ding verwursten. Aber mal ehrlich, ganz ehrlich, ich fand's auch cool. Ich habe das auch auf meiner Liste mit Geräten, die ich interessant fand. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich kannst du das schon seit Jahrzehnten mit jedem Synthesizer und einem Sampler machen. Ja, da brauchst du 2 Geräte oder die meisten Geräte, das muss einmal gespielt werden, dass es dann resampelt. Und
und dann kannst du es erst verwenden. Der kann das auf Knopfdruck, ohne dass es einmal abgespielt werden muss. Ich wollte auch gerade sagen, das ist, ich glaube, der Trick, also wir werden das natürlich sehen, wenn das Gerät rauskommt, aber ich glaube, der Trick bei dem Ding ist tatsächlich, dass das alles on the fly passieren kann. Genau. Und bei anderen Geräten hast du halt 6 oder 7 mal, 8 mal eine analoge Schaltung, die halt das Dingsbums und krank macht. Und da ist halt nur eine einzige Schaltung, mit denen du dann den Sampler fütterst. Ja, es ist wie, also für mich sieht es ein bisschen so aus wie ein Sampler mit einer permanent angebundenen Samplequelle. So ein bisschen. Also so kam mir das vor. Ja, ist es ja auch. Ja, Andererseits, ich hatte mal den Vermona DRM MK3 Und schönes Ding, ne? Das Ding klingt saugeil. Mhm. Also das kommt in den YouTube-Videos jetzt hier, was sie da gezeigt haben, kommt das gar nicht so richtig gut rüber. Aber das Ding ist echt der Hammer. Also Ja, die Snare ist das ein totales Brett. Die hatten auch irgendwie immer wieder Probleme gehabt mit dem Ton. Ja, Bei dem absolut, ja. Bei dem Video von Sequencer Talk war ja auch kein Ton zu hören, weil irgendwie der Kameraton das nicht mit aufgenommen hat. Aber das Ding ist ja, also den du genannt hast, das DMX, ne, heißt das Teil, oder? DM. Das ist quasi die Multi-Channel-Version und Ja. Was sie hier gemacht haben bei dem Drum-Ding, ist einfach nur einen einzigen Kanal zu nehmen, aber den um mehrere Klänge zu erweitern. Ich meine aber, das große Ding, das ist ja in der x-ten Reinkarnation dort und die verkaufen das ja schon so lange. Ja. Mittlerweile in der Mark IV-Version, ja. Genau. Und man hört immer nur, dass das Ding absolut brutal fett klingt. Ja. Da müssen wir den Thomas Haller mal wieder einladen. Der war ja vor 2 Jahren, war der, glaube ich, da, ne? Mhm, definitiv, habe ich ja gesagt. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Mein Highlight, ich habe tatsächlich ich habe gar kein Highlight. Also ich fand das alles irgendwie interessant insgesamt. Was für mich interessant war, aber was ich mir auch nicht kaufen würde, ich fand den Korg Phase 8 fand ich ganz interessant. Ne? Eine elektrische... Die Kalimba. Genau, eine elektrische Kalimba. Aber die haben es ja schon mal vor Jahren vorgestellt, ne? Das haben sie schon, das ist ja auch schon seit Jahren in Entwicklung. Aber was sie halt daraus gemacht haben, ich fand das sehr interessant, wie sie es eingesetzt haben. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Interviews geguckt habt mit den Machern. Die haben also tatsächlich da mal demonstriert, was man damit machen kann. Die haben das Ding hatten einen Sequencer, der hat dann so eine Pling-Plang-Sequenz gespielt. Und dann haben sie so verschiedene Gegenstände auf diese Zungen gelegt. Und dadurch hat sich der Klang doch durchaus sehr dramatisch verändert, ne, was ich sehr interessant finde. Das ist so diese wie heißt das? Feld-Piano-Geschichte, wo du ja auch auf die Seiten irgendwas drauflegst und dann hast du halt eine andere Piano-Klänge und so und zappelst das dann ab. Fand ich interessant, hat mir gut gefallen. Ehrlich gesagt, höre ich jetzt kurze Einwand oder kurze Unterbrechung, wenn ich dich unterbrechen darf. Ich warte auf das Ding wirklich, seit die das vorgestellt haben. Und ich höre jetzt durch dich, dass das quasi produktionsfertig ist oder demnächst verkauft wird oder so. Herr Mogulator ist da. Oh, das Delay ist da. Das heilige Delay. Endlich wieder Sample-Material für das nächste Battle. Ich rede mit mir selbst. Mick, moin. Ja, so rum, so. Ist es so richtig? 1, 2, 3. Wir hören uns immer noch. Ja, im Moment, ich muss mal eben hier so rum. Ich muss mal gucken, welcher Kanal. So rum, gut. Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Dafür ist es immer ein bisschen länger. Ich glaube, beim letzten Mal hast du das Mikro einfach von deinem MacBook genommen. Ja, mache ich jetzt auch. Ich weiß nur nicht, welche Seite, rechts oder links, ich nehmen muss. Das weiß ich gerade nicht. Das wahrscheinlich 0. Sekunde. Close. Test.
Fest. oder rechts. So, bla bla bla. Es ist immer noch da. Leute, voll live hier. Also wir streamen zwar nicht, aber das geht Du musst nachher so auf Reload drücken. Du hast schon nicht funktioniert, oder? Ach, ist das herrlich. Ich kann mal gucken, ob es, ich mache mal ein Reload, komm noch mal rein, vielleicht ist das besser. Moment. 1, 2, 3. Hallo? Test. Nee, ist noch da. Ich kann ja mal einen Kopfhörer aufziehen, weil das habe ich noch nicht. Einmal mit Profis. Schneiden wir das heute überhaupt? Nö. Das lassen wir drin, oder? Also meinst du, das strahlt unsere Professionalität aus? Wie lauter. Aber nicht zu laut, sonst kommen die Nachbarn. Das wird auf jeden Fall eine Katastrophe für Whisper. Fürs Transkript. Haben wir die KI ausgetrickst. Ja, die ist letztes Mal beim Forum-Battle, wo dann die ganzen Soundfetzen waren, ist die ausgestiegen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Kleiner Podcast. Im Delay-Himmel versunken. Killt die KI. Ja, dann glüht wieder die Grafikkarte. Okay. So. 1, 2, 3. Du hörst noch nichts. Weil das Interface falsch ist. Sekunde. Interface? Anpassung. Das hört sich so ein bisschen an wie bei The Race, wenn sie diese Stadionansagen machen. Mich erinnert das immer an den Hamburger Dom. Gewinne. Zurückbleiben. Noch eine Runde. Jetzt geht's wieder los. Schauen Sie wieder rein, wenn es frei genau. ist. Jetzt das Echo weg. Ja. Großartig. Ja, weil ich so. Ich höre es nur noch ganz leise. Das kann jetzt nicht mehr kommen, weil jetzt ist ja nur noch Kopfhörer. Ich mache den auch noch leiser. Sehr gut. For the sake of. Achso, und ich mach mal die Fenster zu. Das macht mich auch Krach. Gerade die hören wir nicht. Aber ist egal. Mach ruhig. Wie ist das Wetter bei euch, Mick? Er macht Fenster zu. So. Ja. So. Ja, schön. Jetzt sind wir doch noch 5. Wir freuen uns. Auch wenn alle meine Gags vorher verreckt sind wegen deiner Abwesenheit, Mick. Das ist gut. Das war nur schmutzige Witze, keine Angst. Ach so, das ist ja was völlig anderes als sonst. Das erinnert mich noch an das beste Superbooth-Meme des Jahres. Mal kurz, ich schmeiße es auch noch kurz in den Foren-Chat. Ich habe keinen Foren-Chat, ich kann es also nicht sehen. Das heißt, ja, hier in unsere Konversation da. Ja, ein Meme über eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Logos. Ja, gut, das war wenig so. Also ein Hakenkreuz oder so. Nicht ganz. Das musst du erklären, Tobi, weil sonst versteht es keiner. Also ich verstehe das tatsächlich nicht, warum das jetzt lustig ist. Ich glaube, das eine ist ein Panther und das andere ist irgendein anderes Tier. Ich glaube, das finden nur Sascha und ich lustig, weil wir halt beide. Ja, das glaube ich. Das ist ein totaler Insider jetzt so. Jetzt hast du die Stimmung total gekillt, Tobi. Komm, mach mal einen schmutzigen Witz. Oder wollen wir weiter über den wie heißt das Ding? Über den Urinographen reden? Ach nee, der hieß ja nicht so. Uran. Das ist anders. Nein, der heißt Uran. Ja, das ist was. Urinella. Ja, das war die Dame, die ihr Badewasser zum Trinken angeboten hat. Nee, das war Delphi. Irgendwie doch Delphi. Die hat dann Schweinegeld mit verdient. Ich dachte, das war die vegane, die militante Veganerin. Nein, die macht auf OnlyFans. Jungs, Die bitte. folgt mir Da sogar. bietet sie auch was zum Kauf an. Die sind den Damen irgendwie behilflich. Also Mick, wie war Berghain? Wie war Superbooth?
Superboost ist eine Nerd-Veranstaltung, die sehr, sehr, sehr schön ist. Okay, dann lass uns mal in Media Res gehen. Wie waren die Konzerte? Da habe ich kaum was von mitgekriegt, weil ich da mit den Synthfluencern zu tun hatte und mit den Leuten, die Sachen herstellen und sowas. Aber besser, das definitiv, also das Jahr davor fand ich zu viel 4/4 Bum-Bum, langweilig. Also ist nicht meins. Aber diesmal war das definitiv wieder kreativer. Ich glaube, Es geht wieder aufwärts. Andreas hat sich deine Kritik zu Herzen genommen und sein Team angewiesen, macht mal ein bisschen weniger Bum-Bum. In dem Fall André, weil Andreas hat das ja quasi abgegeben. Echt? Ihr habt ja wohl unsere Intro nicht gesehen. Da wurde nämlich das. Selbstverständlich haben wir das nicht gesehen. Ja, also ich war arbeiten, es tut mir leid. Informationsmangel, weil da konnte man des Schneiders Stimme hören bezüglich, wir sind jetzt überall und diesmal hat André alles gemacht und er hätte sich ein bisschen rausgezogen aus der ganzen Organisation. Können wir auch gleich in der echten Sendung machen, oder ist das jetzt schon? Wir sind in der echten Sendung. Okay. Schön. Wir nehmen seit einer Stunde auf. Ja, Mit Delay und allem. Seit 48 Minuten. Du, wir haben schon den Moog Messenger durch, und haben da gerantet. Jetzt fehlt nur noch dein Highlight von der Messe, im Prinzip. Die Highlights haben wir auch schon hinter uns gebracht. Mein Highlight ist immer gleich. Das sind die Leute, die da sind. Und dieser ganze Nerd spricht also endlich mal normale Leute. Das ist immer mein Highlight. Und es gibt noch die Empfehlung, das Schild, wo drauf steht, bitte Normalverhalten von außen anzubringen. Von außen. Du meinst das vom Nördlich? Ja, das. Ist das quasi direkt weitergewandert? Waren die Frösche noch da? Ja, die haben dazu geführt, dass die Veranstaltung mehr oder weniger gegen 20 bis schon wieder, 21 so will ist Uhr es ja. zu Ende ist und alle in den Waldkater müssen und vielleicht nachher auch einen Waldkater kriegen, wenn sie da lange sind. Ja, das ist tatsächlich schade und das ist auch, denke ich, der Grund, warum es vielleicht irgendwann mal woanders sein könnte. Ist nur so eine Vermutung, weil eigentlich interessant. Könnte es ja sein, dass das nervt. Wobei das der senilen Bettfluch entgegenkommt. Also ich glaube, die Primärzielgruppe dieser Veranstaltung ist schon eher in deinem Alter, oder? Ja, komm, hast mich gerade alt genannt. Naja, also du meinst die Ü40-Gruppe oder was? Ja, das ist schon noch eins weiter, aber die weiter. Ü40 plus 1. Naja, eine Dekade weiter und noch mehr. Okay, also N1. Aber die Leute sind wild gemischt. Stellt euch das mal nicht so einfach vor, dass da nur Rentner und ja, aber die haben doch das Geld dafür. Ich wollte es gerade sagen. Aber die Leute, die da sind schon, da irrt ihr euch sehr, wenn ihr meint, das ist so wie eure oder auch unser so Profil 35 bis 55, das ist eine Fehlannahme. Da gibt es schon auch buntes Gemisch. Menschen mit Wampe, die gibt es auch, aber die sind eben, wir sind ja als Menschen ganz vielfältig. Und wir sind, das finde ich ehrlich gesagt gut, es ist eine sehr unterschiedliche Art von Menschen und man kann dahin gehen, wie man will. Wie gesagt, endlich einmal normale Leute, alle fühlen sich wohl und das ist gut. Also es ist wirklich ein Klischee, aber ein richtiges und ein sehr gutes und das macht die Superboost auf jeden Fall schön. Also im normalen Leben muss ich auch gestehen, du triffst kaum jemanden, mit dem du dich über Synthesizer unterhalten kannst. Oh ja, das stimmt. Das also stimmt wirklich nicht. Aber ja, bei dir, also nicht. Komm, du bist jetzt die Ausnahme. Du triffst ja nur Leute, die über Synthesizer reden wollen, aber ja, bei uns im wirklichen Leben. Wer bitte hat hier sich das kommt ja von, wie man sich sein Leben so aussucht und wen man da reinlässt. Also ich kenne ganz wenig Arschlöcher und wenn ich dann merke, dass es welche sind, dann lasse ich die woanders Arschlöcher. Wir reden ja über normale Leute. Wir reden ja über Leute, die eben keine Ahnung von Synthesizern haben. Ja, nicht jeder, der keinen, ja. Ja, okay. Und alles den Eurovision Song Contest für das Größte auf diesem Planeten halten.
Kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Aber ja. Kurzer Einwurf. Ich habe hier Leute, die, oh my God, amazing, etc. Wow, und dann denkst du, ihr kommt aus Berlin. Ja, ihr habt gerade das Ergebnis vor euch, dass in den letzten 2 Wochen noch, ich wusste gar nicht, dass die Firma Albin Bohrer mehr herstellt als nur Bauzäune. Aber die haben es offenbar geschafft, 200 Baustellen innerhalb von 2 Wochen zuzumachen. Ich garantiere euch, die gehen alle wieder auf nachher, aber im Moment sind sie zu. Und jetzt kommen die Leute und jetzt sagen sie, wow, ist das gut organisiert hier, ist das super awesome. Nee, ist es überhaupt nicht. Das ist eine Ausnahme. Ja, dazu muss man sagen, dass Tobi da, wo er wohnt, da in dem Örtchen in der Schweiz, er gefühlt in Sichtweite des ESC seine Ach so, das habe ich alles hat. nicht verstanden. Ja. Aber das ist auch trotzdem sehr lustig, oder? Was wollte ich machen? Also ich kann nicht wählen, oder? Also Ja. soll ich noch mehr Berner, Ja. Also der Dialektwettbewerb verlierst mich. Ja, das verstehe ich. Der verlierst aber sowas von. Ja, Whisper steigt ja auch wieder aus. aber ich verstehe dich wenigstens. Ole. Leute, wollen wir über die Messe reden? Über die Superbooth? Ja, Das neu ist übrigens angeordnet erst seit 2 in der Jahren die Reihe. Messe. Ne? Die Messe. Ach, ist es jetzt schon soweit, dass es als die Messe bezeichnet wird? Ja, ich finde, also bisher hieß das einfach nur die Superbooth und jetzt sagen alle so durchgängig, als hätte man das abgesprochen, ich gehe auf die Messe. Das jetzt plötzlich, ist das schon das Ende macht vom aus Anfang? Menschen Schlipsträger. Nee, andersrum. Ist das schon der Anfang vom Ende? Ja, also sprachlich ja. Sprachlich, ja. Ja. Was war denn dein persönliches Geräte-Highlight, wo du sagst, so, das ist richtig geil, muss es nicht kaufen, aber das ist so mal so cool, innovativ. Also es gibt mehrere coole Sachen, aber ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Also ich finde zum Beispiel super gut, dass es mal eine Firma gibt, die auf die Idee gekommen ist, dass man ein Sample durch einfaches Berühren zweier Knöpfe sofort sich selbst samplen kann. Und zwar aus dem analogen monophonen Teil. Ich spreche von dem Vermona Drum Ding. Das Drum Ding hat ja quasi einen monophonen Channel. Und von dem samplet man quasi alles in die Maschine. Und das geht sofort. Und es geht so, dass man es nicht hören muss. Also du kannst das über einen quasi internen Ausspielweg samplen und es zwar sofort. Und das finde ich sehr, sehr live-tauglich, sehr, sehr sinnvoll. Und das gefällt mir wirklich, weil das ist bei der DRM oder bei irgendwelchen anderen Maschinen, das hat jetzt nichts mit Vermona zu tun, überhaupt im Rahmen von ich mache irgendwie live irgendwas tatsächlich noch nicht irgendwo so richtig angekommen. Zumindest nicht so, also über so einen Vorhörweg faktisch. Und man muss dem nicht zuhören, man klickt einfach drauf und geht das weiter. Also man muss in no time sozusagen damit arbeiten. Und das finde ich spannend, ja. Eine sehr gute Idee. Wir hatten den auch gerade gesprochen und ich hatte die These aufgestellt, dass man das ja seit doch schon etwas länger auf anderen Geräten irgendwie bewerkstelligen könnte. Das, was du meinst, ist Resampling. Das ist hier nicht das, was ich meine. Oder das Besondere ist, dass du diese interne Klangerzeugung, die eben nur monophon ist, faktisch mehrfach benutzen kannst und zwar sofort, nachdem wenn dir der Sound gefällt, wird das gesampelt, zack. Und das ist eine wirklich gute Idee. Das könnte Schule machen in weiterem Sinne. Ja, es gab mal diese SP 505 oder 555, die das tatsächlich auch konnte. Und es gibt auch mehrere Geräte, die resamplen können. Aber da musst du dann vielleicht erstmal in den X-Modus und den Record-Modus dann Sampling, dann zweimal drücken, einmal links, einmal rechts und schon ist deine Performance um 5 Takte weitergelaufen. Ich meine so einmal, zack, fertig. Und zack, liegt's auf dem Pad. So soll das sein. Und das finde ich sehr gut. Ich finde aber auch noch andere Sachen gut. Also da gibt's schon
es ist ja nun mal so, dass es ja nicht nur ein Gerät gibt, aber die ganze Innovation kommt im Moment von eher kleinen Firmen, meistens 1 bis 3 Personenfirmen, was mir sehr gefällt. Das finde ich wirklich gut. Wir erfinden den Sequencer neu, wir erfinden interessante Module. Da gibt es zum Beispiel diesen Bela-Controller, gefällt mir auch gut. Also im Prinzip so ein Aufzeichnen einer Fingerfahrt von 4, die auch farblich unterschiedlich dann sind und die du da als CV und Gate und so weiter ausgeben kannst auf der anderen Seite. Also im Prinzip so eine Art Chaos-Pad in analog, kompatibel mit Modular, finde ich auch schön. Coole Idee. Stammt halt, wie gesagt, von Bela. Die haben vorher schon so einen kleineren Mini-Controller Touchstrip gemacht, der faktisch sowas in klein gemacht haben. Aber diesmal ist es sozusagen als eigenes Controller-Gerätchen gemacht. Also das ist auch schön, finde ich. Sehr viele kleine, schöne Sachen in dieser Art gibt es und tolle Module. Die von Planck, das ist der auch diesen witzigen, wie soll ich sagen, diesen Uranographen gemacht haben. Die haben tolle Module auch, die ich gut finde, und Tool Swarm ist toll. Also ich könnte jetzt ganz lange reden. Ich weiß noch nicht, ob ihr das Hattest du dir den Ericsson Hexdrum angeschaut? Also nicht die Module, sondern das Gerät. Ja, das ist, ich habe es gehört, klingt auch gut, finde ich, ganz ordentlich. Der Sequencer wirkt sehr ähnlich wie der von der Vermona. Kommt ja von, Hexinverter, ne, kommt von ihm. Aber, also ich habe nur ein bisschen was gehört. Da waren so Jams und sowas. Glaube ich, ist auf jeden Fall cool. Ich bin jetzt übrigens, das muss man dranhängen, Disclaimer. Ich bin eigentlich so ein Typ, der alles reduziert, dann möglichst auf Samples und diese ganzen Drum Machines, also ich hatte auch meine 808 und sowas, super. Aber wenn man damit wirklich arbeiten will, dann brauchst du die Einzelausgänge, dann willst du Effekte machen und so. Und das mache ich live natürlich nicht. Aber fürs Studio finde ich das cool. Ich finde immer wichtig, Einzelausgänge, ordentliches Weiterbearbeiten und möglichst weite Regelwege, die nicht zwangsweise sweetspottig sein müssen. Aber das Sweetspotten ist zumindest den Vermonas gut gelungen. Ich glaube, dem Hexinverter auch. Also ist ja prinzipiell eine ähnliche Maschine, so von der Idee, aber doch noch ein bisschen konventioneller als die Vermona, weil da eben das ja eigentlich eine Sample-Maschine ist mit Analog-Zusatz, während das Hex-Inverter-Teil ja eine vollständige Drum-Erzeugung ist mit Sequencer, ohne Sampling sozusagen. Ich glaube, da muss man ein bisschen Zeit ins Land gehen und vielleicht mal hören, würde ich immer sagen, außer sich von irgendwelchen Synthfluencern erzählen zu lassen, wie toll das sein könnte. Also immer selber probieren ist ganz, ganz toll, würde ich vorschlagen. Aber ich glaube, also wer so in diese Analog-Drum-Richtung geht, könnte das gut finden, auf jeden Fall. Aber ich bin ja Vermona-Fan, also ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Highlight, unter anderem. Und der Programmer von Yamaha für die, das war auch toll. Was mir bei den ganzen News ins Auge gestochen war, was ich auch interessant fand, jetzt war das jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen, das war ein Highlight, aber was ich interessant fand, ist, dass Elektron ihr Overbridge aufs iPad portiert hat. Ja, sehr gute Sache. Das fand ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Normalerweise ist es ja eher umgekehrt, dass Apps ja den Weg vom iPad auf dem Rechner finden. In diesem Fall war es halt umgekehrt. Was auch nochmal so ein Zeichen der Zeit ist, dass die iPads also mittlerweile mit ihren M4-Prozessoren ja auch so derartig rechenleistungsstark geworden sind, dass die den konventionellen Desktop-Rechnern ja eigentlich nicht mehr hinterher hecheln, sondern quasi sogar vielleicht teilweise den Ton angeben. Ne? Ja. Fand ich eine spannende Entwicklung. Ja, finde ich auch gut.
weil ich auch selber mit dem iPad live arbeite, aber zusätzlich meistens so als Modularersatz. Da ist, glaube ich, jeder ein bisschen anders drauf. Ich fände aber gut auch als Effekt. Also von daher stimmt's. Ich habe allerdings keins dieser M1 und größer iPads. Wahrscheinlich geht's anderen auch so, aber das Pro fehlt noch so ein bisschen. Also auch das OS Pro ist noch nicht so richtig. Ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen Hand angelegt wird bezüglich der der angekündigten oder der wahrscheinlich kommenden WWDC und sowas, das ist dann ja wieder Apple Blabla, was ja. Man hört ja immer mal wieder was von einer Verschmelzung, aber das Einzige, was man sieht, sind irgendwelche runden Icons. Also. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen groß erzählt, aber ob das dann wirklich kommt, ich würde es bezweifeln. Wahrscheinlich rückt es ein bisschen näher, aber ich würde da nicht zu viel erwarten. Weil von dieser sogenannten Apple Intelligence, da hat man auch sehr viel gesagt und sehr viel geworben, aber wirklich Brauchbares, was man so täglich braucht, ist da meiner Meinung nach nicht rausgefallen, sondern kommt erst im nächsten, und zwar die Batterieüberwachung wird intelligenter. Das fände ich wirklich sinnvoll. Ui, reden Sie dann mit uns. Bin bei 23%, bitte lade mich auf. Danke, dass Sie mich an den Strom angesteckt haben. Das ist kein unwichtiges Thema. Das ist kein unwichtiges Thema. Könnt ihr euch noch erinnern an die sprechenden Türen in Per Anhalter durch die Galaxis? Danke, dass ich mich für Sie öffnen durfte. Ja, das ist schon schön. Ja. Naja, nee, das hat was Sinnvolles. Wer sich mal Solarkram aufs Dach gebaut hat oder irgendwohin, der weiß, warum Batteriemanagement wichtig ist. Klar. Aber ich will das nicht zu sehr auswalzen, weil sonst ich befasse mich immer damit. Daher, wenn du den Vortrag hören willst, drück bitte hier. Letztes Gerät, was wir hier auch schon besprochen haben, war ja die Hydrasant Base Station 3 von Moog. Was ist so dein Fazit dazu? Andere Farbe. Wenn du dir das angeschaut hast. Ja, grandios. Andere Farbe. Nächstes Thema. Dann reden wir doch mal über den Elefanten im Raum. Wir sind im Zeitalter, wo ein Wochenendeinkauf in die 100 € geht. Wer kauft diesen Scheiß alles überhaupt noch? Also auch bei Modular. Du hast den Eindruck, es wird immer größer, es wird immer mehr, es wird immer komplexer, immer teurer. Und gleichzeitig also ich meine, über Zölle wurde, glaube ich, auch geredet an der Booth. Oder gab es ein anderes Thema als Zölle? Ja, das Thema war, wie können sich die Synthesizer-Community so ein bisschen helfen, bis die ganz verrückten Ideen entweder weg sind oder es irgendwelche Plan Bs gibt. Da wird dran gearbeitet, tatsächlich. Aber das ist auch ein längeres Thema und hat sehr viel mit Herstellung und mit was wohin geschippert werden muss und wann wie. Klar, das wurde besprochen, aber das ist natürlich dann eher so auf Herstellerlevel. Aber einige machen sich tatsächlich Sorgen, weil es da ja meistens um Bauteile besorgen geht. Und das kommt Chipskrise. Ja, genau. Und da gibt es natürlich Probleme. Also ich glaube, dass sich das einrütteln wird, aber ich glaube übrigens tatsächlich, dass sich auch immer noch ausreichend Leute für das Thema interessieren. Es wird aber einige Köpfe geben, die irgendwann rollen. Meistens die von denen, die, sag ich mal, das ist wie beim Musikmachen, DJ geworden ist, weil man da reich werden kann. Die fallen dann irgendwann durchs Raster und dann bleiben die übrig, die da Bock drauf haben und sich auch für jeden Preis einfach überall dazustellen, wenn sie gewünscht sind. So ähnlich dürfte das hier auch sein. Dass so einige die sind dann aber auch unglaublich volatil, oder? Also ich hatte jetzt gerade wieder das Vergnügen mit einem Gerät, wo ich mir keinen funktionierenden Editor mehr laden kann, weil die Webseite von heute auf morgen verschwunden ist. Und die Firma auch. Okay, ja, das kann passieren, aber ich kann natürlich nicht, also das ist natürlich, also man sieht, es sind auf der Superboost weniger Plätze als
Also 300 waren es, glaube ich, diesmal, 240 oder 50 oder 60 letztes Mal. Und es gibt also Leute, die auf der Liste stehen, die auch nicht draufkommen. Also es gibt genug Anwärter. Und Peak Eurorack war ja gefühlt vor 2 oder 3 Jahren, wo wir uns das auch schon gefragt haben. Die Frage wird nämlich jedes Mal gestellt, wer kauft das alles? Und jetzt ist halt natürlich auch noch, dass die ganzen, also wie viele Varianten des Prophet 5 kommt man noch auf den, von der gleichen Firma, von derselben Firma kann man auf den Markt bringen, die dann noch irgendwie sicher sind. Also klar kann man sich das stellen, diese Frage. Aber wir als User haben natürlich die Freude, dass wir jetzt auswählen dürfen und machen das auch. Aber ich verstehe das. Aber ich glaube, wie hätte unser großer Nagus, der neue und der alte, das wohl gesagt, das regelt der Markt. Und leider fallen da wahrscheinlich auch ein paar coole Ideen bei raus. Das wird wahrscheinlich passieren, ja. Wo du denn den Prophet schon anführst, da hatte der Henrik, der hier auch noch mit uns hier in dieser Runde ist und der so unerwartet still geworden ist. Ich höre einfach ganz aufmerksam zu. Das ist einfach super spannend. Der Henrik hatte auch noch eine Frage, nämlich was mit Sequential ist. Waren die da? Die waren da, die haben einen eigenen Raum gehabt, aber keine neuen Synthesizer. Also der neueste ist ja der TU5, also sprich Oberheim und Sequential sind ja zusammen faktisch, ne? Also klar. Und das ist das so, aber natürlich sind die präsent. Und dann muss man noch wissen, ich nehme an, das ist bekannt, ich sag's aber mal, InMusic hat ja diese ganzen Firmen in ein Portfolio gesteckt, zusammen mit Moog und Novation und Akai. Gehört das ja zu demselben Konglomerat von... Warte mal, Novation Firmen. Ist doch Focusrite, oder? Ist Novation, Focusrite jetzt auch schon in Music? Ja, das Sequential gehört ja zu diesem Team Moog. Nee, zu Focusrite. Und Die daher, gehören zu Focusrite. ja, aber es ist ist es jetzt egal. InMusic heißt das Dach. Focusrite die gehört zu ganzen- InMusic. Alle, die unter dem Dach wohnen, sind eine Community. Ich gehe Eine jetzt gucken. Firma. Ich gehe jetzt auch gucken. Nein, Ja, ihr könnt Focusrite gucken. gehört nicht zu InMusic. Die Ja, Firma Akai, Moog. Alesis, Alto, Arcos, BFD, Denon DJ, Denon Professional, Engine DJ, Headrush, Ion, M-Audio, InMusic ist, Marantz, Moog steht Mix- noch nicht auf der Karte, ist aber von InMusic. Moog ist auch hier, also ich habe hier auch schon InMusic Brands, Tatsächlich. alles schon drauf, Moog drauf. InMusic gehört im Moog. Ich weiß, gehört? dass auf der Visitenkarte vom InMusic-Chef das noch nicht draufsteht, hat er auch gesagt. Aber Also Sequential gehört jetzt auch dazu. Sequential gehört, ich wiederhole es nicht. Also, schaut nach, Nicht, dass du irgendwelche NDAs unterschrieben hast. vielleicht ist, ich habe keinen Andy unterschrieben. Also alles gut. Also guckt mal selber, welche Firmen wohin gehören. Also deswegen fragen ja auch alle, ja, hier unter InMusic, wie ist denn das jetzt mit Moog? Sieht das jetzt alles aus wie Ja. Novation? Daher. Also so kann man sich das merken. Es ist eine größere Firma inzwischen mit, also Konzern, wie auch immer, ein Sammeldach, wo das alles drunter gehört. Man hat ja auch schon mal gesehen, dass das auch woanders passiert, ne? Dieses andere Dach bei Software, zum Beispiel Native Instruments, was da alles inzwischen dazugehört, ne? Und wie das dann heißt. Also deshalb sage ich das so vereinfacht, weil es dann einfach leichter ist. Ah ja, das gehört zusammen. Und deswegen haben die natürlich Synergien, aber andere fanden auch, nee, ich mochte die oder die Firma nicht, jetzt ist das bestimmt anders. Und der Messenger ist der erste Synthesizer, der unter diesem Dach quasi gebaut worden ist. Alle anderen vorher, also der Muse gehört noch zu den Moogs. Und der Messenger ist eben der erste InMusic Moog. Ich sehe gerade auf der Focusrite-Seite, dass die nicht nur Novation und Sequential sich unter den Nagel gerissen haben, die haben sich auch Adam Audio unter den Nagel gerissen. Ja, gehört auch dazu. Aber Adam gehört aber schon länger dazu.
Ihr müsst mal so hin und wieder mal rumgucken, was da wo ist. Das klingt so scheiße belehrend wahrscheinlich, wenn ich das so sage, aber das ist Ja, auch total. gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wer wozu gehört. Also die sind Du, das noch ist nicht wie bei so den lange Autoherstellern, ne? Wenn die Leute sagen, nee, mein VW ist besser als dein Skoda, hallo, Ja. die gehören beide zum selben Konzern. Ja, oder Stellantis, das ist dann halt. Ja, genau, das ja. ist mit Citroën, Peugeot, Aber Autovergleiche Fiat. sind immer schlecht bei Synthesizer. Immer Der freie Markt ist irgendwie sehr interessant darin, einfach nur Monopole zu fördern, ne? Ja, oder auch, also in dem Fall hilft's oder hilft's auch nicht. Frag am besten mal, also ich finde ganz gut immer zu fragen, die Engineers und die Leute dahinter, ob die zufrieden damit sind, weil das ist eigentlich auch wichtig. Bei Moog war ja das Besondere, dass die zu 51-49 eben Moog gehörten und dann hat der Chef halt diese Firma verkauft. Dadurch waren auch alle Leute, die dort arbeiten, frei. Und natürlich sind die eher herstellend sind, jetzt nicht mehr dabei, während eben die eher forschend Engineers sind, die sind noch da. Und die haben dann eben auch den Messenger zum Beispiel mitentwickelt. Das ist tatsächlich so. Also das hat Da also haben auch wir- tatsächlich auch Nachteile, solche, Da also haben wir für es- die Leute. Da haben wir schon festgestellt, dass das interessant wird, wenn dann die ersten Testgeräte rausgehen und die ersten Testberichte reinkommen, wie sich das denn auf die Qualität auswirkt, wie sich das auf den Sequencer zum Beispiel auswirkt, der da ja verbaut ist, der ja gar nicht so schlecht zu sein scheint. Und Der ob ist sich, so vom Muse inspiriert sozusagen. Also die ja gut, die inspiriert ja. ist ja okay, aber ob er denn wirklich so auch dann so als wie nennt man das, als Plattform hergehalten hat, das wird man dann sehen, ne? Weil der Muse Also hatte der ja doch einige Amerikaner- Probleme. Ja. Entschuldige, ich will da nicht rein. Der Amerikaner hat doch diesen Begriff This is not rocket science, was übrigens auch eine Firma ist aus den Niederlanden, die diesen Phoenix bauen. Aber also sagen wir mal, einen guten Sequencer kann man sich inzwischen bei diversen Firmen sogar abgucken und Vermona ist zum Genau, Beispiel den die Weg haben's ja gegangen und gemacht. haben dann sogar ganz offiziell, sagen das auch ohne Probleme, die sind da sehr cool und sagen, ach, bevor wir das selber verhunzen, wir haben zwar auch Ideen, lassen wir das einbauen, der schon darüber sehr gut nachgedacht hat und das haben die gemacht. Und sag ich mal, ich habe so Step-Sequencer zu bauen. Ich finde zum Beispiel den vom System ab ziemlich gut für so Ausprobiersequenzen und Akkorde. Und wenn man so in die Richtung geht, glaube ich, macht man nicht zu viel falsch. Aber man kann es falsch machen. Auf jeden Fall. Dann muss man dieses Lehrgeld natürlich auch zahlen. Das wollen halt manche Firmen nicht und manche fragen auch schon mal Musiker. Die sind klar im Vorteil, wenn man dann das ist schon echt hilfreich. Oder Manchmal sie sind auch- selber Musiker, ne? Das hilft super sehr. Hilft ja auch, ne, wenn ich da an unseren guten Ableton-Gründer denke. Den Stefan, meinst du? Ja, nee, nicht den Stefan, Nee, Robert. den Robert. Ach, den Robert. Oh ja, okay. Ja, der macht ja nun sowas von Musik. Ja, klar. Tolle Performance, was der da macht. Übrigens, diese Sache mit den Computern, mit diesen alten Commodore-Rechnern, Ja. das ist doch eine tolle Sache. Das ist, Ja, muss manchmal auch nicht immer mit Ableton sein. Es geht er hat er bei manchmal uns im so. Interview auch als seiner Meinung nach beste Arbeit bisher angepriesen. Ja, und vor allen Dingen schön nerdig. Also, Ja, ich finde es schön. absolut. Da Assembler extra für Programmieren zu lernen, das ist schon krass. Und er hat da wirklich 3 Jahre lang dran gearbeitet, ne? Um das Ja. vorzubereiten. Aber das zeichnet einen Künstler ja auch aus, mal andere Wege zu gehen, als eben, ach Ja, genau, komm, ja. hier Dark Techno, Dub Techno funktioniert auch, mache ich jetzt mal. Ja, das Besondere war ja auch gewesen, er musste ja auch überlegen, wie er die Dinger synchronisiert kriegt, weil nix MIDI und so, und hat dann quasi ein eigenes Protokoll entwickelt, eigene Schaltungen. Super. Und das Diesen machen. Aufwand hat er aber auch bei Lumière und das was gemacht. Da hat er das mit Lasern gemacht. Mhm.
Das war hat super er auch spannend, da erzählt. nur zuzuhören. Und diese ganzen Laser-Geschichten oder Mehrkanal, das habe ich mir mal hier in der Volkwang angehört, da war zu Gast. Und der macht schon richtige Projekte. Aber da kommen dann auch Leute hin. Und das ist natürlich echt toll, wenn du frei bist. Also insofern ist die Diktatur der Kunst vielleicht die einzige, die uns befreit. Hashtag Mese. Ja, mehr Mese, das ist gut. Also ich bin dafür, machen. Ne, und auch nicht zu sehr danach gucken, was andere machen, womit andere erfolgreich sind, mit welchem Genre man irgendwie möglichst viele Leute einfangen kann. Es ist die Zeit, in der die Musik von Musikern kommen darf und nicht mehr von denen, die Geld verdienen wollen. Bitteschön. Du kannst ja auch kein Geld mehr verdienen. Das ist alles so zerstreut. Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, Rick Beato hat es, glaube ich, gesagt. Wir sind in so einer Post-Genre-Welt, wo du dir einfach irgendwie mal durch ein paar unvorsichtige Klicks im Internet suchst du dir ein Rabbit Hole und dann verdringst du erstmal darin und dann schmeißt dir YouTube auch den ganzen Tag irgendwelche drei Klick Synthwave-Geschichten aus. Zumindest mir ging's die letzten Wochen so. Aber auch generell, also du findest quasi keinen gemeinsamen Nenner mehr, wenn ich die Teenies auf der Arbeit jetzt aber bitte kein junge Leute-Bashing. Also, nee, überhaupt nicht. Vergiss nicht, was da alles an Kreativität von da kommt, also von jüngeren Leuten. Ja, aber das war ja kein Bashing. Das war an dem Punkt, das hat einfach keine gemeinsame Linie mehr. Also selbst ich war ja schon in den, ich sag mal, Anfängen des Web 2.0, aber doch noch irgendwie gezwungen, Linkin Park mit Minutes to Midnight kennenzulernen, oder? Und jetzt nicht, dass das ein schlechtes Album gewesen wäre, aber es war halt so das Ding. Genauso wie dann Viva la Vida und Death and All His Friends ein paar Jahre später das Ding war. Und was war das Ding 2009? Ich glaube, es war Old City mit Fireflies. Und 2010 war es dann, glaube ich, ich glaube, ich wohne wohl in einer anderen Welt wahrscheinlich. Ja, klar. Also eben, wie gesagt, aber so, das hast du halt heute überhaupt nicht mehr. Also du hast 5 Teenies, die sich ums iPad schlagen und dann beim einen läuft türkische Musik, beim anderen läuft das zweite Album von Block Party, dann läuft irgendwelcher Dub-Reggae, dann laufen irgendwelche Anime-Sounds und beim 5. keine Ahnung. Also es gibt doch auch keine gemeinsame Strömung mehr diesbezüglich. Ja, das macht aber nichts. Da sind die halt kleiner. Und dann, wenn die sozusagen die Szenen sich nochmal neu würfeln und die, sag ich mal, tatsächlich so im eigentlichen Sinne mal sich mit Freunden treffen und dann da tolle Musik rauskommt, warum nicht? Also wenn ich da jetzt mal einwerfen darf, ich war nämlich gerade, also so zum Thema Musik, ich war nämlich gerade am Sonntag hier bei uns in der Ortschaft in der Nähe von Rosenheim wohne ich ja. Hier bei mir in dem kleinen Städtchen gibt es eine wundervolle, ich will mal Bibliothek sagen, nein, Bücherei, wo ich immer so meine Bücher kaufe und die machen auch Konzerte. Also laden Bands ein. So. Und dann waren das so im Rahmen von 60 Leuten. Und da war eine Band, die war angepriesen so als Jazz. Gut. Da habe ich gedacht, ist mir eigentlich egal, Jazz ist jetzt nicht so meins, aber ich muss mal hier raus aus meiner Bude und ich habe einfach mal Bock irgendwo hin. Keiner meiner Freunde hatte Bock auf Jazz, bin ich da halt eben allein hingegangen. Das hat sich dann rausgestellt, das war eine Dreier-Kombo mit ein Prepared Klavier, sagt man das so? Ja, ne? Also der hatte so ständig seine Finger so im Klavier drin und hat da irgendwas rumgemacht. Hast du auch deutlich gehört, dass sich der Klang des Klaviers geändert hat. Er hat nicht immer nur einen Ton gespielt, rhythmisch. Und das hat sich dann verändert. Und dazu gab es eine Bassklarinette. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Instrument gibt. Und als der da reingepustet hat, da hatte ich wirklich Angst, dass da im Hintergrund irgendwie die Bücher aus dem Regal fallen. So ein Sound war das, der da rauskam. Und dann noch ein Schlagzeug. So, und die Musik war so minimal. Also ich sag mal, wenn man so auf
Ambient, Minimal Sachen steht, dann findet man die auch gut. Heißen übrigens Prepared. Ich bin nicht dabei, also ich habe mit denen nichts zu tun. Ich fand die einfach nur geil. Ich fand die so geil, dass ich mir an dem Abend sogar die Platte von denen gekauft habe. Und das waren wenige Jugendliche, also oder jüngere Leute. Wir waren alle so, ich schätze mal, der Schnitt war so bei 55 von den Leuten, die da waren. Und die fanden das alle geil. Das war eine absolut geile Veranstaltung, wirklich. Also ich wollte das jetzt gerade nur mal kurz einwerfen. Sowas gibt es dann eben auch, ne? Also nicht Musik aus der Konserve und jeder hört irgendwie so seinen Kram, sondern da stehen dann 3 Leute, die haben polyrhythmische Sachen gespielt, was völlig ungewöhnlich ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Leute da irgendwie so mitgehen mit dieser Band. Und alle waren begeistert. Also die waren wirklich richtig echt begeistert. Ja, und weil da was zum Anfassen da ist. Absolut, so. Absolut. Ja. Also das ist wollte ich nur mal kurz... Suno AI kann dich nicht Backstage ficken, nicht mal hypothetisch. Ich finde das fantastisch. Also ich finde das super. Also wir haben hier das Subsol in Düsseldorf. Da habe ich auch mehrfach schon gespielt und da kannst du, das ist sehr ähnlich wie das, was du, also dort wird immer gewitzelt, dass der New Yorker Jazzkeller sozusagen. Und ich habe auch schon Platten von dem Menschen, der das macht, der Uwe. Grüße gehen raus, sagt man doch immer, ne? Ja. Wunderbarer Typ. Der freut sich übrigens, wenn es leer ist, wenn man in Ruhe zuhören kann mit wenigen. Wenn ich das spiele, findet er, ist es schon viel zu voll. Toll, super Einstellung. Der hat mir eine Platte vorgespielt von einem ganz klassischen Trio, denke ich. Die haben Musik gemacht, die klingt wie so Granular, Future, irgendwas. Und die haben das mit Saxophon, Klarinette und Schlagzeug gemacht. Also so viel dazu. Und das finde ich wunderbar. Und es klingt wunderbar. Also ich kann dir nur sagen, danke, Henrik, voll bei dir. Große Liebe. Kannst du auch, Dankeschön. Kannst du gerade noch mal, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Werbung ist, weißt du noch den Namen von diesen? Das klingt nämlich für mich tatsächlich nachgucken. Ich habe das Cover fotografiert, aber das kriege ich so schnell hier nicht mehr rausgezaubert. Die sind aus der Schweiz, sogar studierte Musiker, unfassbar cool. Es klingt halt wie elektronische Musik. Und du hörst auch ein bisschen dieses Klappengeräusch, aber nicht so wie dieses Brötzen, Free Jazz und sowas haben wir alles irgendwann mal gemacht. Also ich jedenfalls mit Leuten. Und das ist, also die haben auch neue Musik erfunden. Das ist richtig toll. Also du kannst da mal einfach nur in diesen Laden gehen und bist so eine Band zu hören. Das will ich damit sagen. Ich bin ja auch großer. Ich suche mal raus, wie die heißen. Ich bin ja auch großer Fan von diesem ich bin ja auch großer Fan von diesem YouTube-Kanal Hot Stuff Productions heißt der, glaube ich. Das ist so ein Einkamera-Typ, der so auf irgendwelchen Underground-Konzerten durch die Gegend gurkt. So im Gröbsten vielleicht so ein bisschen in der Screamo-DIY-Szene, aber da spielt alles. Also plötzlich steht ein Typ mit einer Geige da, spielt irgendwelche Goldberg-Variationen einfach durch den Verzerrer. Dann hast du irgendwie eine Math-Rock-Band, irgendein neues Projekt, irgendwelcher schon maximal zuckriger, klebriger Indie-Pop und alles am selben Abend, oder? Und da fliegen da hinten irgendwelche von der Straße geklauten Pylonen durch die Gegend. Die Leute machen Moshpits, irgendwo von der Decke hängt ein Stroboskop an einem einsamen Kabel runter, weißt noch, so ein gutes altes Halogen. Du wartest einfach drauf, dass es in diesen Videos irgendwann Blut und Tränen gibt, aber es ist einfach nur eine gute Zeit. Und ich habe auch den Eindruck, das ist jetzt gerade wieder am Kommen. Also als wir die letzte auf Arbeit damals die letzte Konzertreihe machen wollten, eben so quasi die erste Bühne bauen für Bands, die halt gerade so aufstrebend war, da war szenenmäßig eigentlich mehr oder minder tot. Also die Leute haben sich auf Social Media vermarktet, haben halt so überhaupt nicht live reproduzierbare Musik gemacht, waren dann draußen halt eher jetzt für keine Ahnung, Saufiki. Und das habe ich den Eindruck, also ich habe so den Eindruck, wir laufen das gerade... Das war ein Schweizer Akzent für alle. Da müssen wir jetzt einen Pfeifton drüber legen. Machen wir nicht. Nee, müssen wir nicht, das versteht ja keiner.
Nee, aber ich hab den Eindruck, wir nähern uns gerade wieder einen neuen 2009, 10, 11. Das war der vorletzte Konzertrun, da war's bumsvoll, weil halt jeder einfach seine Kumpels gucken wollte, wie die gerade so in der Indie-Rock-Welle, Arctic Monkeys etc. Halt Indie-Bands gegründet haben. Die sind meistens nie weitergekommen als bis zum nächsten Proberaum, den ihnen dann weggenommen wurde. Aber das war halt so ein Vibe. Und ich glaube jetzt gerade, je roboteresker es wird mit der Konservenmusik, und desto mehr wirst du wieder das Gefühl suchen und auch brauchen. Also wir haben ja schon aber auch mal eine festgestellt, Lanze für Roboter brechen. Da gibt's auch tolle Sachen. Es gibt immer 1-2%, die richtig gut sind in nahezu jeder Richtung, jeder Musik. aber das klingt mit alles nach allem Bruno Mars dann. Nee, schon festgestellt. das muss es nicht. Außerdem ist der kein Roboter. Der Ich hat nie eher ein Buch nicht, geschrieben, ich war ein Roboter. aber die Robotermusik klingt dann wie Bruno Mars. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu Robert Henke kommen, aber weil die Musik von ihm ist ja auch relativ, wie soll ich sagen, also Sperrig. jetzt bin nee, sperrig würde ich jetzt nicht sagen. Also mit mir ist sie sofort ins Ohr Sein gegangen. letztes Album ist schon ein bisschen sperrig, finde ich. Es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, ey, das ist voll der Disco-Knaller. Ja, aber ich hab ihn zum Beispiel entdeckt über sein Interstate. Ich glaube, das ist das zweite nach Hongkong. Also das Hongkong war, glaube ich, das erste. Nee, doch, bei Chain Reactions war Hongkong das erste und dann haben sie Interstate gemacht. Die beiden, da waren sie noch zu zweit. Und ich habe mir das damals angehört und habe gedacht, wow, das ist irgendwie Kraftwerk weitergedacht. Also jetzt lassen wir mal die Melodien weg und wir lassen mal Harmonien weg, sondern wir gehen mal so auf das, wie soll ich das nennen, ohne jetzt despektierlich zu wirken, was ich nämlich gar nicht möchte. Also ich möchte ihn loben, weil ich großer Fan von sagen, Moonlight bin. Er hat alles, wenn man es als Skulptur darstellen würde, er hat alles, was irgendwie überflüssig ist, hat er weggelassen. Ja, genau. Und dann sind wir ja doch bei relativ roboterartiger Musik, aber eben genau bei dem, was Mick gesagt hat, diese 1-2%, die einfach turbogeil sind. Ja, lass ich gelten, ja. Als Argument. Ja, ich auch. Ja, stimmt. Ich ja. lass das auch gelten. Ja. Damit kann man leben. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, diese Musikalität ist das, was leben muss. Vielleicht kann man das so ganz allgemein da sogar sagen. Und es gibt überall diese Möglichkeiten. Wir kamen ja daher wegen dieser kleinen, gemütlichen Veranstaltung. Ich mag das sowieso gern. Zumal man vielleicht auch als Act so das Gefühl hat, ich kann hier machen, was ich will. Sozusagen im guten Sinne, so ich darf auch mal ein bisschen experimenteller sein, kann ich auch mal, ich habe da auch so ein, das ist gar nicht sozusagen mein Stil, aber ich habe bei dem gleichen Act, in diesem Laden habe ich so ein bisschen abstraktere Sachen, aber ich habe auch so ein 80er Synthie-Pop-Ding gespielt, spontan, weil ich Bock da drauf hatte. Die Leute fanden das auch gut. Und dann, also sie sind nicht weggelaufen, heißt, es war gut. Und halt, wenn die danach fragen, wann spielst du wieder und so, das ist halt, ich finde das auch toll, weil du hörst ja auch wirklich ehrliche, echtes Feedback. Du kannst sehen, wie die Leute reagieren. Mir persönlich gefällt das gut und wie du richtig sagst, man kann auch mal schön deren Platte kaufen. Dann so, einfach so. Das finde ich persönlich sehr schön. Und nur neue Bands. Ja, mach den Satz zu Ende. Nee, bitte. Ich meine, ich hab ja noch, oder hätte, wenn ich intelligent genug gewesen wäre, zu checken, dass sie in der Gegend sind, ich hätte ja noch moderat schauen können für 30 € im Indie-Schuppen, als der noch gebrummt hat. Mittlerweile ist es aber eher so, also das hat sich total auseinandergelebt, dass du jetzt wie so einen organisierten Konzertbetrieb hast, der aber zunehmend auf den Punkt läuft, wo du halt, dann ist es halt wohl Heide für einen Huni. Große Produktion, sehr pointiert, irgendwelche stationären Konzerte, also in der Schweiz hast du es immer nur schon eins. Also, dass eine Band gleich 3 Konzerte macht, quer durch die Schweiz, das macht vielleicht Archive, weil die halt irgendwelche Winz-Clubs kriegen und dann trotzdem sofort ausverkauft sind. Wobei die haben jetzt auch im 622 ordentlich ausverkauft letztens, also das war
Aber ansonsten hast du halt wirklich, du hast irgendwie Stadien, wo du 100 Euro oder $300 in den Staaten, wo es halt nicht geregelt ist, hast du 300 Euro für Nosebleed Seats, wo du eigentlich quasi nur die Leinwand siehst, oder? Und da verstehe ich auch, wenn sich das der Nachwuchs gar nicht mehr antun will, noch bezahlen kann, dass du dann halt irgendwelche Idealisten um die Ecke in der Bücherei für einen Zehner anschaust. Also ich glaube, das ist die große Hoffnung, die ich in dieser ganzen Misere eigentlich habe. Auch im Bezug vielleicht darauf, also der Clubtod ist ja mal das eine. Wir haben jetzt unsere Jam-Session, da bin ich morgen auch wieder. Als wir die wiederbelebt haben, nach Corona haben wir die in einem Record-Shop von einem Bekannten untergebracht. Im Sommercasino war natürlich mehr los, weil das war ein Club, genau dafür ausgerichtet, aber es klappt auch im Record-Shop. Und ich glaube, der Pöbel, der da vorbeimarschiert, der ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie näher bei den Leuten. Also die Leute kommen ja auch nicht mehr. Die Leute kommen, weil so die großen Zug-Acts, die ziehen die Leute ja mittlerweile in irgendwelche Residences. Also Adele da in München, die haben ja irgendwie auf der Theresienwiese haben die eine ganze Adele, so ein Vatikanstadt-Klon hingebaut. Da sind alle Leute hingepilgert. Und dann war es aber auch irgendwie wieder vorbei. Oder? Also irgendwie habe ich so den Eindruck, ja gut, wenn du alles totschlägst jenseits der Stadien, dann sucht sich halt neue Räume. Der Bedarf ist, glaube ich, schon da, wenn sich die Leute dann vom Telefon loslösen können. Ja, ich habe, wenn ich das jetzt höre, also ich selber finde Adele jetzt, oder wie heißt? Doch, Adele wird sie ausgesprochen, ne? Ich mag sie jetzt. Ist jetzt keine Musik, die ich mir kaufen würde. Aber wenn es im Radio läuft, drehe ich nicht gerade leise oder wechsle den Sender oder so, ne? Also das ist in Ordnung. Aber ich habe selber, ich sag jetzt mal so ganz vorsichtig, so einen ganz, ganz speziellen Musikgeschmack. Also wo ich gedacht habe, ich bin irgendwie nicht ganz dicht oder so. Also jetzt nicht die Musik, die ich selber mache, sondern die Musik, die ich auch selber höre. Also Mono Lake hatten wir ja schon. Mono Lake ist ja grundsätzlich jetzt irgendwie keine Musik, sage ich mal vorsichtig, so um sich mit seiner Freundin in die Ecke zu kuscheln oder so, ne? Also, obwohl da gibt's auch Stücke, die sind auch cool. Egal, aber ihr wisst, was ich meine. Aber das ich ist sag das, mal was ich jetzt meinte mit sperrig, ne? Also das war ja, jetzt auch ja. nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur, das ist jetzt keine Musik, mit der du halt deine Grillparty beschallst. Ja, es ist so, das finde ich beim Robert Henke eigentlich so toll, dass er so auch so ein, wie soll ich sagen, so einen leicht akademischen Ansatz im Hintergrund hat, ne? Dass das also nicht nur nach Gefühl geht, habe ich zumindest ich wiederum das Gefühl, ja, aber sondern ich glaube, der ist unfreiwillig bei ihm. Das ist einfach, das passiert. Ja, so. vielleicht nicht, dass er das bewusst macht. Genau. Aber wenn ich jetzt so in meine Liste schaue, also auf Bandcamp, was ich so alles, 95% der Musik, die ich höre, habe ich über Bandcamp gekauft, dann sehe ich hier jede Menge Vladislav Delay, ne? Ich sehe hier ganz viele Alben von dem litauischen Label Grayscale heißen die. Und das ist alles auch so Dub-Ambient-Sachen, sage ich jetzt mal. Also die jetzt auch nicht gerade so einfach zu hören sind. Oder ihr kennt doch alle den guten Ora auf YouTube, denke ich mal. Ja, wir haben ja gerade eine Sendung gemacht auf Sequencer. Ganz genau, ich habe gesehen, dass er damit auf dem Cover mit drauf ist. Ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Passiert noch. Und, ja, macht ja nichts, ist alles gut. Wollte ich nur kurz erwähnen. Und der gute Ora hat mich wiederum aufmerksam gemacht auf eine Dame, eine Französin, glaube ich, ist es. Eliana Radic heißt die. Ja, die haben wir auch schon als Tipp. Ich habe, kann ich auch was erzählen über die. Aber ja, genau. Ganz kurz, genau. Genau. Und der Ora hat dann erzählt, dass die Eliana Radic hat mit ihrem, wie heißt der? Ab 2500. 2500, der war's, genau. Ja. Die hat den Synthesizer und macht dann so, ich würde mal sagen, oberflächlich betrachtet höchst experimentelle Sachen. Und Ora hat ein Ambient fast. Also ja, sehr, genau. Sehr, genau. Ruhig. Und es ist sehr, sehr ruhig. Soundscapig. Und er hat ein Album empfohlen, das geht 3 Stunden lang und das ist 3 Stunden lang ein einziger Ton,
der sich aber entwickelt. Also der sich die ganze Zeit nur morpht. Genau das ist ihr Stil faktisch. Und das ist, also man muss da sich dann natürlich... Drones nennt man das heute. Ja, genau. Doch, genau. Und ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären, ich habe mir das wirklich angehört, ne? Ich habe hier 3 Stunden gesessen. Ich habe natürlich nicht nur zugehört, ich habe zwischendurch auch mal hier irgendwas anderes gemacht, aber das lief 3 Stunden und ich habe gedacht, mein Gott, ist das geil. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. So, und dieser Gedanke im Hintergrund, ich höre Musik, wo mich alle für verrückt erklären, wenn ich sage, ich finde das geil. Nee, ist nicht so. Es gibt irgendwie ganz, ganz, ganz viele Leute, die das auch geil finden, diese Musik. Und diese Erkenntnis war für mich auch neu. Also da habe ich gedacht, wow. Also es gibt eben nicht nur diese Leute, die da im 30-Sekunden-Takt auf ihrem Smartphone in Spotify irgendwie die Playlist dahin wischen, weil sie jetzt gerade noch was hören wollen und das immer nur anhören. Nein, es gibt auch Leute, die wirklich Musik hören. Oder Martin Stürzer zum Beispiel, ne, wird euch wahrscheinlich auch ein Begriff sein. Also Ja, kennen wir natürlich. Genau, also ich habe von Martin auch ganz, ganz viele Sachen, weil ich die Musik auch einfach geil finde. Und da gibt's so ganz viel in der Richtung und ganz viel findest du natürlich auch auf Bandcamp. Und wie gesagt, also da gibt's Leute, es gibt viele Leute, die sind da auch in dieser Richtung unterwegs. Und das habe ich das Gefühl gehabt, das war vor 20 Jahren, glaube ich, noch nicht so. Also ich glaube, Underground und sowas gab es ja schon immer. Es mag nur sein, dass tatsächlich die Leute, jetzt mache ich mal ein Loblied auf etwas, was ihr alle hasst, aber ich glaube, das ist so, dass durch dieses jeder kann senden und auf Social Media sein oder auf einer Webseite zeigen, da und da gibt's was, oder durch wo andere vielleicht Verschwörer vermuten oder so, also auf sowas wie Telegram, da gibt es mittlerweile eben auch Gruppen, die nichts anderes machen, als total tolle Musik-Communities zu verbinden. Und weil es ist eben immer nur das Mittel, ne? Und nicht, was ist es übrigens, diese Platte, die ich vorhin meinte, die heißt, und das kann man tatsächlich nicht im Kopf wissen, Skøf, SC''ÖÖF. Und der Mastermind heißt Amadeus Fries. Also die Platte ist übrigens optisch sehr modern, also sieht so mit ganz viel so in 3 Farben gedruckt, ist eine 4-Track-Platte, aber mit längeren Stücken. Wollte ich nur noch nachschieben, weil ihr gefragt habt. Die heißt Weaving Elephants. Also das mit dem Senden Label ist Club Dänem. Okay. So, jetzt habe ich genug gesammelt. Jetzt. Nö, alles gut. Das mit dem Senden ist das eine, glaube ich, Mick. Und das andere ist, dass wir auch auf Empfängerseite eine sehr krasse Verschiebung haben, und zwar in der Frage, worüber läuft die Gruppenidentität? Die läuft nicht mehr über Musik. Also selbst ich hatte halt noch die Pausenhofkriege, wo mein Free Jazz halt uncool und die anderen Leute, deren Toko-Hits oder wie das Ding hieß, wo das halt cool war, bis zu einem gewissen Punkt. Das war in den 90ern und in den 80ern natürlich mit diesen Grundsatzkriegen, Metal gegen Hip-Hop, Elektro sind sowieso nur diejenigen, ja, die... aber gab es diese Kriege wirklich? Also ich meine, so Stones gegen Beatles, das klingt schon alles so... Also wenn man das will, kann man das machen. Du bist halt gegen KMFDM oder so. Aber halt so ist das nicht. Du bist Da halt liegt weitgehend der Popper tot im Keller, war der Punk mal wieder schneller. Wer kennt nicht diese Sponti-Sprüche? Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Da war meine Schulzeit da war Kraftwerk, die Mensch-Maschine, Entschuldigung, die deutsche Version, neu. Das muss 1978 gewesen sein. Mhm. Genau. Da war ich, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse. Da habe ich die Platte mitgenommen. Die habe ich mir die gekauft und mitgenommen in die Schule, weil unter meinem 2, 3 Schulfreunden, wir haben dann, oh toll, wie das so damals so üblich war. Und wir wurden richtig schräg angeguckt. Also damals war halt Kiss und AC/DC, das war so das, was die alle gehört haben.
Und also bei mir gab es diese Kriege schon noch in der Schule. Also ich kenne die Kriege, dieses Gitarrenmusik gegen Synthesizer, und ich muss erklären, was das ist. Das kenne ich auch, aber das ist damals. Vergiss nicht, dass die Zeit ja weitergegangen. Heute ist das Standard-Set fast eher wie ein DJ oder mit ein, zwei irgendwelchen elektronischen Sachen. Ein Microkorg oder ein Computer steht da fast immer oder irgendwas, es ist egal was. Aber das ist ja fast eher, und vielleicht noch ein Typ mit einer Gitarre. Das ist, also man kennt das. Also der Hip-Hop ist ja das beste Beispiel. Die Leute rappen plötzlich auf Country-Sachen, sie rappen auf Trap-Beats, sie rappen auf irgendwelchen EDM-Geschichten oder IDM-Geschichten eher gleich noch, wo du eigentlich gar nicht rappen kannst, weil es nicht mal einen Beat gibt, aber das ist alles total verschmolzen. Also es gibt de facto keine Gruppenidentifikation mehr über Musik. Die laufen jetzt über andere Dinge, was du frisst, was du fickst oder woran du glaubst, aber das ist, Musik ist als Gruppenidentifikation bist du dir da sicher, basically dass raus. Das so ist? Also gut, es gibt nicht mehr so New Das ist zumindest mein Eindruck, ja. Pop, Punk und Heavy Metal und Disco-Freaks oder wie auch immer. Also, naja, aber das ist halt, glaube ich, nur eine andere Form von Musik Gemeinschaft. Musik innerhalb einer Szene ist insoweit so weit gefächert, dass jemand, der sie weiterdenkt oder mit irgendwas anderem verbindet, hat nicht mehr diesen alten, du bist nicht true oder du bist nicht krass, du bist nicht street Vorwurf, sondern eher im Sinne von geil, Horizonterweiterung. Und ich merk's vor allem bei der nächsten Generation. Die ganz Jungen ist noch ein bisschen die Frage, die habe ich eher den Eindruck, die sind einfach apathisch und nehmen, was ihnen Spotify gerade rauskotzt, aber so im ich sag mal jetzt spätere Gen Z, würde ich schon sagen, also Jimmy Eat World ist ein gutes Beispiel. Also so, die wären von ihrer eigenen Zielgruppe noch geschlachtet worden vor 20 Jahren, wenn sie jetzt so was Progressives veranstaltet hätten wie auf Surviving, was glaube ich das Album, was natürlich jetzt kein Prog-Rock war, aber es hatte plötzlich diese Tendenzen. Und auch wenn ist auch wieder da, tatsächlich. Ja. Also wenn du dir anschaust, wie Sleep Token durch die Decke gehen, dann ist das natürlich ist das ein gutes Beispiel über Okkultismus und die Wirkung, aber das ist mal noch ein anderes Thema. Aber auch was die musikalisch reißen. Aber du kannst doch auch zu Tool gehen heute und morgen zu Noise-Kram. Ja. Und übermorgen zu Sachen, die wahnsinnig grooved oder sowas. Ja, oder ne? Beyoncé macht ein Hausalbum, dann machst du ein Country-Album und die gleichen Leute gehen auf die gleichen großen Stadiontouren. Das ist, es ist vielleicht auch ein bisschen personenzentriert in solch großen Themen, aber es beeinflusst sich an einen Punkt hin, wo man sich nicht mehr gegenseitig wegen der Musik an den Kragen geht. Finde, das gibt es noch sehr. Also es gibt sowohl das eine als auch das andere. Ich finde das schwierig. Also du versuchst so gerade ein bisschen die Weltformel zu formulieren. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, weil so schnell kann man die Menschen und dieses ganze Kram nicht in eine Formel reinstecken. Ja, das ist dann so, das ist dann so. Ich glaube schon, dass es das also vieles davon in irgendeiner Form immer noch gibt, nur entweder sind wir schon zu alt, dass wir es nicht mehr erkennen, oder aber du bist selber in einer Szene und hängst da drin und siehst es einfach nicht oder magst es vielleicht einmal nicht oder so. Also du bist offen, weiß ich, aber weißt du, ich will nur, ich muss das ja jetzt fast faktisch sagen, die Lanze brechen, sowohl für die Neuen oder die anderen oder die also, aber ich glaube, du meinst sowas wie, du hast auch ein T-Shirt an und hast einen Undercut, da sind so Wellenformen drauf. Klar, ne, deswegen gab es ja auch diese wundervolle Verarschung von unserer Generation, wo man dann eben diese Wellenformen von Joy Division sieht, darunter Boys Don't Cry und drüber Depeche Mode, so das alles so, damit kann man, oder Front 424, lol. Na klar, du kannst dann bestimmte Leute damit sehr, sehr treffen, oder so, nee, du hast einen Undercut, magst du auch Wave-Musik? Nee, Fußball. Scheiße, daneben. Ne, oder Hip-Hop. Ne, das ist jetzt auch diverser, aber wir sind eben in einer diversen Welt. Und vielleicht ist das auch was Gutes, dass man also ich fand es früher immer scheiße, dass man
quasi in der Bank sollte man immer so aussehen, wie man in der Bank aussieht. Wieso geht das nicht mit Haaren, wie ich die haben will, also grün oder so? Also ich finde, davon darf man sich ja heute hoffentlich lösen. Im Moment geht's eher im Trend wieder ein bisschen konservativer also wenn es nach der Politik geht. Aber die Leute wollen was passiert. Wie das so schön heißt. Heißen die nicht Front vor? Lol. Entschuldigung. Mick, du hast vorhin noch was gesagt, jetzt mit meinen Worten, das fand ich einen sehr coolen Satz von dir, bezüglich auf die Superboosts. Du hast jetzt meine Worte, ne, meine Formulierung, du hast keinen Bock mehr auf Arschlöcher. Ne? Also du möchtest dich nicht mit Idioten irgendwie umgeben oder so. Das ist nämlich exakt genau auch so meine Lebenseinstellung. Und einer der Indizien, wirklich nur Indiz, nicht im Sinne von, das ist jetzt ausschlaggebend, aber eines der Indizien dafür ist, tolerieren, nicht unbedingt mögen, aber tolerieren die Leute, mit denen ich mich umgebe, die Musik, die ich höre, die ja, wie gesagt, relativ Dings ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist für mich schon gegeben, aha, da hat jemand offensichtlich was in der Birne, er muss das nicht gut finden, aber das ist wohl mal irgendwie was anderes, sodass auch derjenige sich damit beschäftigt und dann lieg ich schon nicht ganz so falsch mit dieser Person. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Aber eigentlich habe ich unterbrochen, weil ich sagen wollte, ich habe mir jetzt in diesem Moment Weaving Elephants von Skilf gekauft auf Bandcamp. Fantastisch. Habe ich mir eben gegönnt. Also warst du der Klicker? Ach, du warst das, sagt dann die Band, das könnte sogar sein. Das sind also die hochdotierte Musiker. Könnten mein Salat sein. Also von daher. Ich höre dich kaufen. Dein Salat sirrt. Solange das kein 50 Hertz Brummen ist, ist alles gut. Ich stehe auf sowas. Also ich finde das toll. So, liebe Leute, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich keine Fragen mehr habe. Und wir hatte noch irgendjemand irgendwelche Geräte auf seiner Liste, über die wir reden möchten? Tobi hat ungefähr 12.000 Geräte auf seiner Liste. Ich habe auch noch ein paar. Die Superbooth. Wir reden über die Superbooth. Stimmt. Das ist mir entfallen. Reden wir über die Superbooth? Innerhalb der letzten Stunde haben wir, glaube ich, über irgendwas alles über Musik haben wir geredet. Scheiße Musiker reden über Musik. Aber es gäbe noch hunderte von coolen Sachen. Ja, lass mal wieder über den Kapitalismus sprechen. Genau, Konsum. Kaufen ist einfacher als Musik machen. Hier noch eine politische Empfehlung, was ihr bei den nächsten Jahren... Nein, wir schneiden das nicht. Politische Empfehlung kennen wir, wenn man nach Berlin fährt, ne? Berghain oder KitKat? Schon wieder dieses Oder. Klunkerkram. Ja. Der Laden, wo man dann hingegangen wäre... Bisexualität, so toll. Bei beiden komme ich nicht rein, also es ist egal. Klunkerkranich war der Laden to go, weil da war dann faktisch das, was die Superbooth ganz am Anfang war, als im Atelier Frankfurt quasi neben der Messe, der damaligen Messe, dann ein sogenanntes Entwicklermeeting stattfand und dann zum Beispiel der Moritz sein Heckeshorn zeigen konnte und man mit lauter normalen Leuten zusammenstand, die alle irgendwie an irgendwelchen Geräten bauen und unter denen dann auch noch vielleicht 2, 3 Konzertchen waren. So ist das da, teilweise noch mit heißem Lötkolben daneben, also Platinenduft. Das ist da auch zum Beispiel so, was man da machen kann. Gehen da auch die Synfluencer hin? Hier so Bowbeats, ja, auch. Loopop und so? Ja, aber die gucken halt auch zu. Also die reden mit Leuten. Macht die nicht zu klein oder zu groß, die sind auch Menschen, tatsächlich. Und wenn man einige von denen kennenlernt, dann denkt man, oh, doch ein Mensch. Ich guck nur, das jetzt im 2. Jahr, ich guck immer nur die Videos von dem Myla Melodies, der macht ja immer seinen sehr speziellen Zusammenschnitt auf eine Dreiviertelstunde. Und das ist immer ganz witzig zu sehen,
was da so dann so auch am Rande denn so los ist, ne? Sehr schön ist auch, wie unsere Freunde diesen Namen des Clubs aussprechen. Also Klunkerkranich. Versuch das mal auszusprechen, wenn du kein Deutscher bist und nicht weißt, was das eigentlich ist. Blaukraut, bleib Blaukraut. Und 3 Berliner Kindle getrunken hast. Oder dann zum Waldkater und mit Italo Brutale und von der wirklich alle reden. Ihr wisst wer, Tune Girl, die dann da quasi ihre Performance macht. Das ist auch wichtig, denn das ist auch Musikkultur, die da mit drin ist, automatisch sozusagen. Da müssen wir mal eine offizielle Beschwerde einreichen, weil Tune Girl redet nicht mit uns. Ach, die redet schon mit euch, die ist lieb. Audiopilz redet auch nicht mit uns. Auch der ist lieb. Ja, mag ja sein, aber der redet nicht mit uns. Naja, also keine Hauptsache Robert redet mit uns. Ja, siehst du, also wenn Stars mit euch reden, ja, also ich weiß nicht. Ansonsten, ich rede mit mir selbst und es geht ja immer genau. auch. Ich bin mein eigenes Radio. Das geht immer. Könnte mir sogar vorstellen, dass Nena, Quatsch, nicht Nena, Nena auch, aber das Reinhold Nina, Heil wäre übrigens auch da. Nina würde, glaube ich, sogar zusagen. Reinhold Heil war auf der Messe? Ja, auf der Superboost war der, nicht auf der Messe. Achso, ja. Der lief da so, das heißt, du stehst zum Beispiel, sagen wir mal, entweder auf dem Klo oder vor dem UH-Zelt und es kommen bärtige Männer vorbei und hin und wieder sind da solche Leute dabei, die man halt kennt. Also wer nicht weiß, wer das ist, Spliff, das ist Musik für alte Menschen aus heutiger Sicht, hier Déjà-vu und so. Und das Blech, da fliegt einem doch das Blech weg und Nena und die Nina Hagen Band. Ich persönlich fand damals übrigens, dass eigentlich hätte sie ausgeflipptere, nicht so Rock-Mucker-Musik haben müssen. Finde ich. Also ich finde, die hätte, genau was du vorhin gesagt hattest, die hätte quasi so Leute wie Palais Schaumburg oder so Holger Hiller hätte da Musik machen sollen. Oder mit Nina Hagen. Also genauso ausgeflippt wie sie. Das hätte ich. Jetzt sprichst du ja natürlich auch mit jemandem, der absoluter Spliff-Fan ist. Ich habe mir gerade Reinhold Heil hatte ja verkündet, ich glaube da war sogar der Herwig Mitteregger mit dabei, in einem Radio-Talk, dass es jetzt von Sony Music wieder die Platten gibt von Spliff, also alle. Ja. Auch im Streaming. Und da habe ich sofort auch ein neues Album von ihm schon mitbekommen. Ja, von ihm ja. Also von Reinhold Heil selber. Aber die alten Spliff-Platten, die gab's ja nicht mehr. Ja. Und meine sind alle leider vor 20 Jahren alle. Die sind wirklich weg, weil der Keller geflutet war und dann musste ich die alle wegschmeißen. Echt. Und jetzt habe ich mir die alle neu gekauft. Also wirklich einmal bei JPC oder wie die heißen, einmal so eine große Bestellung, her damit. Und wichtige Bemerkung, ich habe gar keinen Plattenspieler. Aber ich wollte Computer sind doof. Genau. Das sowieso. Nachfolgende Generationen werden sich bei dir bedanken, Henrik. Wie meinst du das? Das habe ich jetzt unausgepackte Spliff-Platten auf eBay 2050 werden bestimmt gut gehen, du. Vor allem nicht verhunzt, nicht gespielt. Vor allem nicht gespielt, genau. Ich spiele jetzt mal ganz kurz an auf meine uralte Vergangenheit als Videospieleredakteur. Ich habe ja sogar noch Videospiele, die unausgepackt sind. Die sind auf eBay jetzt wirklich, also wenn du Glück hast, kriegst du für 500 €. Deine Altersvorsorge. Absolut. Die werden jetzt verkauft und dann gucken wir mal, was sich dann hier für ein Synthesizer hergestellt wird. Ich meine, habt ihr eigentlich über den 1010 Music Bento schon mal? Ja, wir haben schon drüber hergezogen und haben uns gefragt, ob das nicht eine Collaboration mit Polyend war. Ah, okay. Ist das schlecht, wenn man nein, das war nur also zumindest so vom optischen her, vom Design her
ist da irgendwie nicht so das, wie man neudeutsch sagt, das USP gegeben. Also da ist, ich finde schon, dass man den so ein bisschen mit einem der Polyend-Geräte verwechseln könnte. Ich finde aber, der hat eine ganz andere Bediendenkweise. Ich vermeide das Wort Denke, weil ich finde das nicht gut. Aber also ich finde, wenn du heute ein Instrument kaufst, guckst du doch als erstes, ob das so arbeitet, wie du arbeiten möchtest. Ansonsten nimmst du eben das andere Ding. Oder das andere Ding, weil es ja so viele gibt. Und das, finde ich, ist hier doch tatsächlich, wie soll ich sagen, ja, wir haben gehört. Wir haben mal zugehört und haben das jetzt gemacht. Für die Leute, die immer sagen, nee, das Gerät ist doch zu klein. Okay, ist jetzt größer. Reicht das? Nee, es muss auch noch, ja, es ist auch mehr. Also wir es haben ist auch Granular drin. Es gibt eine Kategorie, wir haben eine Kategorie dafür erfunden für solche Geräte. Und die Holztisch, die Holztisch-Kategorie. Also es muss riesig sein, oder wie? Nein, es wird vor allem von Leuten gekauft, die Videos machen, kopfüber auf dem Holztisch mit einer Ach, Pflanze du meinst daneben. mich? Ah, nee, ohne Pflanze. Gerade dich eben nicht. Okay. Ich versuche ja immer irgendwie, du siehst ja, ich versuche ja immer alles. Nein, aber es gibt ja sehr viele Leute mittlerweile, die einfach ihre Synthesizer abfilmen auf dem Holztisch mit einer künstlichen Pflanze, manchmal auch auf dem Bett mit einer Plüschdecke drunter und einer Pflanze daneben. Martha und das machen Bremsspuren in der Decke. Und der OP6 musste sich hinlehnen, weil er so 20 Ja, das Video Meter. kennt jetzt der Mick nicht, aber also Was das ist mit ist Frap schon seine Tools? eigene Habt ihr über Kategorie Frap mittlerweile. Bitte? Was ist mit Frap Tools? Da habt ihr doch bestimmt auch drüber geredet. Mit den Magnolia, Ja. da haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil das fand ich jetzt auch ein sehr interessantes Gerät, weil das ist der erste polyphone analoge Synthesizer mit West Coast Synthese, ne? So ein bisschen. Na, nicht der erste. Nee. Auch nicht der zweite. Also der Aber er ist halt einer der 10., 12. Das ist halt ein polyphoner Synthesizer, bei dem man ganz eindeutig Buckler-Bongos schon in den Presets hat. Eigentlich, also nicht wirklich, aber weil dann hättest du ja Low-Pass-Gates und das hat er ja gar nicht wirklich. Aber er ist so ein mehrfach, also zumindest ist es sehr, sehr spannend, dass eine sonst bisher kleine Firma, die durch teure Module, die sehr toll sind, sehr cool sind, aufgefallen sind, jetzt plötzlich einen achtstimmigen analogen Synthesizer machen, der immer, wo die Leute sagen, oh, der kann FM, der hat bestimmt 8 Operatoren. Nein, der hat Through Zero Oszillatoren. Das heißt lineare FM, die halt tatsächlich anständig steuerbar ist, aber trotzdem analog. Das ist das, was da so besonders ist. Und das stimmt, 2 verschiedene Oszillatoren, einer West- und einer Ostküstenmäßig, also einer mit Shaper und einer mit so Pulsbreitmodulation und sowas. Und dann halt Hüllkurven und leider nicht so super schnelle LFOs, da habe ich sofort intervenieren müssen. Aber mit einem interessanten Klang. Ich hätte gedacht, vielleicht hat es einer gehört, sonst muss ich das schon wieder erklären. Und ich weiß nicht, ob ich nicht sowieso zu viel rede. Aber das ist ein interessanter Sound und auch ein interessantes Konzept von Leuten, die eben nicht aus dieser Jupiter-8-Welt kommen. Die also dir quasi noch einen Propheten dahinstellt und sagt, der ist jetzt derjenige, der Berge versetzen kann. Und dieser könnte, es ist ein italienischer Prophet, super nettes Team. Und dann habe ich mir natürlich als richtiger Nerd, habe ich mir auch die Platine von einem der Voice Cards zeigen lassen. Sehr eng, mit ganz vielen Bauteilen. Sieht man übrigens in unserer Sendung, wenn man die guckt. Oder in meinen Fotos. Das ist wirklich ein interessantes, also dass das auch technisch ist das ja richtig viel Engineering. Die haben ja wirklich von null auf. Also die haben nicht gemacht, wir machen noch ein Juno, LOL, oder wir machen irgendwas. Ja, ihr wisst schon, ne? Also das. Du meinst sowas wie den Donner L1? Ja, sowas vielleicht, genau. Oder noch ein SH101.
Revolution. Die haben, also das ist in gewisser Weise, ist es so konservativ, dass auch normale Menschen den Flohwalzer und Jump drauf spielen können. Aber es ist eben auch so offen, dass du sagen kannst, der eine LFO moduliert den anderen und ich habe dann das, was ihr eben als EDM oder Braindance oder was bezeichnet hat mit Glitches, kann man damit eben auch machen. Schnelle, loopbare Hüllkurven und eine Oberfläche ohne Hartmann-Design, die aber, wenn man drauf guckt, doch sehr schnell verständlich ist und ein sinnvolles Konzept, wie man die Sachen bedient. Zum Beispiel zweimal drücken, Stimme wird doppelt, nochmal drücken, dann haben wir 3 von diesen Stimmen und es klingt nicht einfach nur fett und verbratzelt und so, dass es eigentlich reicht, da wieder zurückzuschalten, sondern es klingt wirklich sehr definiert. Das heißt, es ist also ein musikalisch interessanter Synthesizer, allein wie er klingt, mit Low-Pass und High-Pass, getrennt steuerbar mit und so Sachen. Also es ist schon auch noch einer von diesen Analogen, aber es ist ein interessanter noch einer Analoger, finde ich. Aber es ist eben kein so und so viel Operatoren FM-Synth, wie einige sagen, weil er eben, man hat den ein bisschen beworben mit, ja, kann FM, ist aber, mit exakter FM. Macht das, also der Unterschied wäre jener, du kannst über 7 Oktaven tonal spielen und es bleibt tonal. Mach das mal mit einem Andromeda und nur ein bisschen an der exponentiellen FM, dann ist schon der Ton daneben kein Halbton mehr. Deswegen kauft man sich oder hätte man sich früher einen Oberheim Xpander oder Matrix 12 gekauft, weil die können das und der kann es halt auch. Ich finde das total super, weil ich liebe ja solche FM-Modulationssounds und das analog und das klingt toll. Also das ist schon was. Also für mich, super. Für mich steht dieser Synthesizer ebenso wie vor einigen Jahren der Margiela Implexus. Der ist ja auch so mit West Coast, also Komplex-Oszillatoren ausgestatteter monophoner analoger Synthesizer. Ja. Der steht so ein bisschen synonym dafür, aus meiner Beobachtung, dass wir mittlerweile beim Synthesizer-Markt bei der Entwicklung von Geräten im Prinzip da gelandet sind, wo auch der Gitarrenmarkt mittlerweile meinst du wegen Boutique? Ja, genau. Geräte. Du hast auf der einen Seite, du hast so die Klassiker. Es gibt Fender-Nachbauten, es gibt Gibson-Nachbauten, es gibt Kopien von Gibson, Fender, bla. Ja, von diesen Firma, ganzen die Bodies. Macht, und du hast Boutique-Hersteller, die wirklich ganz exquisite Instrumente herstellen, die alle hervorragend klingen, aber alle auf ihre eigene Art und Weise versuchen, sich diesem Thema Klangsynthese zu nähern und alle so ihre Eigenheiten haben. Und das finde ich finde es sehr spannend, das zu beobachten. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich jetzt mittlerweile angelangt. Und ich glaube, da ja auch Firmen wieder verschwinden, wird das auch wahrscheinlich erstmal so für eine Weile bleiben. Ich würde sagen, wir haben auch Peak-Synthesizer vielleicht auch zusammen mit der Modularwelle überschritten, aber jetzt so, es bleibt so auf einem Niveau, würde ich meinen, ne? Wobei, also sagen wir mal, Wavetables gibt's an jeder Bushaltestelle, aber das hier aber vielleicht gut klingende Wavetable-Synthesizer. Ja, da kann man sich den Meyer zum Beispiel nehmen, der klingt, da kann man tatsächlich den Unterschied zwischen einem männlichen, einem weiblichen Wavetable-Chor tatsächlich auch hören, während man das vielleicht bei anderen nicht kann. Dafür kommt drauf an, ob man lieber U-Boot-Schaden mag, wie das so früher im Keyboard stand. Also diese 8-Bit-Wavetables haben ja einen anderen Charme. Also den Microwave 1 mag ich zum Beispiel deshalb, weil der so klingt, wie er klingt. Dieses Röcheln, dieses Atmen, was der macht, weil vieles nicht gut ist, aber es klingt fantastisch. Klingt Hörbeispiel so geil, Clock wirklich, DVA. ja. Einfach Clock DVA hören, dann weiß man, Man Amplify zum Beispiel, warum Microwave ein cooler Synthesizer ist.
Also, oder was Ja, daran das interessant ist. Ne? Und daran erkennst du das. Das ist genau das, was ich meinte. Und natürlich, bei Synthesizer hast du ja auch immer die Herausforderung, es gibt Software, es gibt Hardware, es gibt Hybride. Das muss natürlich auch alles irgendwie, ne, du kannst Geräte am Leben erhalten, indem sie halt geklont werden oder sie werden halt in Softwareform emuliert, weil halt die Hardware 70 Jahre alt ist oder so. Wir warten natürlich auf den Frap Tools Emulator. Aber es ist natürlich auch so. Von Behringer. Nee, die machen ja keine Emulatoren, die bauen analog nach. Noch haben wir ja noch keine so große Softwareabteilung, aber ja. Und sind ja auch eher die Klassiker erstmal, die jetzt dran kommen. Also es hat sie nicht daran gehindert. Das hat sie nicht daran gehindert, da die Mutable Instrument Sachen. Ja, die waren halt frei. Da haben sie sich das genommen. Sich zu holen, ne? Genau. Hat aber Arturia auch gemacht, ne? Die haben auch nicht gefragt. Das ist richtig, ja. Wie Karl der Käfer wurde auch nicht gefragt. Ja. Ja, Moment, da muss ich ganz kurz, man muss ja auch nicht fragen, weil diese Sachen von Mutable Instruments sind ja auch unter einer freien Lizenz gestellt. Das ist das, was ich damit andeuten will. Ach so, alles klar. Okay, dann nehme ich das zurück. Nee, das ist gut, dass du das. Also das hat für einiges böses Blut in der Community, in der Synth-Community gesorgt. Da sind ganze Gräben, Feindschaft ausgehoben worden und die Leute haben sich gegenseitig mit Argumenten beschossen. Also immerhin Argumente ist doch gut. Argumente sind gut. Ich finde Argumente, solange es die gibt, ist es gut. Aber vielleicht ist das nochmal ein toller Synthesizer-Name. Argumenta. Einfach nur Argument. Argument ja, genau. 8 von Modal. Aber denen übrigens bin ich nicht so ganz überzeugt, dass das Zukunftskonzept ist. Aber es gab zum Beispiel auch hier Tubinsky-Module. Es sieht ein bisschen nach Buchler, weil wir sind in der Zeit, dass du jetzt nicht mehr durch gekaufte Kompetenz ganz bekannt werden kannst. Also gekaufte Kompetenz hieß früher Buchler oder Serge, weil es ist ja so anders. Das ist jetzt böse. Jetzt bin ich auch mal ein bisschen Arschloch sozusagen. Ich kenne übrigens tolle Leute, die fantastische Musik damit gemacht haben, ohne Frage. Ne? Aber dass diese Sachen jetzt natürlich schon längst sehr dankbar in die Haut aufgenommen worden sind und jetzt kommt die Antwort nach den Antworten. Und da gibt es dann eben auch Module, die wahnsinnig viel pro Modul können. Und das ist auch noch musikalisch. Es gibt aber auch Module, die sind kompliziert und die kannst du auch zu Hause programmieren oder was damit machen. Und das, was die Leute dann damit machen, klingt nach etwas, was man macht, wenn man ein Gerät einstellt und sagt, guck mal, ich hab das. Aber also das ist ja auch das, woher diese Buchler-Bongo-Demos kommen, weil das ist, wenn du nichts einstellst, hast du halt diese Artikulation, hast halt diese Lautstärke in Schrägstrich Filterkurve. Faktisch ist die ja schon gesteckt wie beim Music Easel oder sowas. Ne? Der Music Easel ist eigentlich ein sehr musikalisches Instrument, und das wussten halt viele nicht. Jetzt haben das viele erkannt, jetzt haben sie sich den geholt. Und jetzt gibt's ja auch von Create Audio, was ja quasi die Seitenfirma von Pittsburgh ist, den West Pest und East Beast für wenig Geld. Also die brauchen gar keinen Behringer, die haben das nämlich gleich selber gemacht, der Pittsburgh. Also das kann man natürlich auch machen. Oder sowas wie Plinky, also ein kleiner Sampler, den gibt's jetzt in groß. Oder auch neue Sequencer wie hier Sukuk Funk oder Mosaik von Beatboxer Berlin. Oder was gibt's noch? Also das sind alles kleine Firmen. Oder jetzt von Neuzeit dieses neue, ich sag mal, Mischpult Second Generation Mischpult Controller. Der Drop. Den fand ich tatsächlich sehr gut. Interessant. Ja. Wisst ihr, also was ist dein interessantestes Feature bei dem? Du kannst die Parameter so mappen, dass er nachher quasi, wenn du einen Drop hast, kannst du auf diese Parameter zurückgehen, egal was du gedreht hast. Ich fand zum Beispiel dieses
diese Uhr unten links, das ist also so ein kreisrundes Display. Und du kannst da auf die Tasten und sagen, so hier starte ich jetzt diesen Mix und der geht bitte so lang. Das ist im Grunde, was Roland mit dem MX1 so ein bisschen ein Mischpult quasi mit Step-Sequencer. Und du hast jetzt hier, kannst du das so eindoppen und dann quasi so ein Mischverfahren sagen, hier dauert 2 Takte hier rein, bitte, und jetzt hier, bitteschön. Das ist doch nicht schlecht. Ich finde das auch wahnsinnig musikalisch. Und das ist von Leuten, die sowieso schon fantastische Module machen, diese Sachen von Neuzeit. Und jetzt machen die plötzlich so ein Gerät. Und das ist echt, also ich finde, das gibt es so noch gar nicht. Es gibt auch ein paar so New-Style-Controller wie diesen Monolith oder so, solche Sachen. Oder eben auch diesen Roto-Control von Melbourne. Da finde ich schon, dass da mittlerweile echt auch was passiert. Und nicht nur, weil wir haben jetzt automatisch drehende Knöpfe, weil also es leuchtet blau, was so diese Abteilung ist das eben nicht, sondern es ist jetzt sinnvoll. Jetzt kommen die Ideen, die von Musikern kommen, weil sie das tatsächlich brauchen, die erstmal die Menge der Geräte auf dem Holztisch ohne Blume dann stehen können, und das ist wirklich effizient. Und eben so ist es auch bei East und West Coast, dass die Sachen jetzt zusammengefallen sind und jetzt ganz alleine eben in so einem Oszillator mal eben das alles sowieso drin ist, plus noch was. Also vielleicht auch ein Sequencer, der seitwärts und vorwärts geht, kartesisch, mein lieber Freund. Das ist seitwärts ist vorbei oder so. Ne? Und dann denken sich natürlich die Hersteller vom 5HE Einfach-Sequenzern, mein lieber Freund, da geht ein kalter Luft durch deinen Arbeitsvertrag. Ja, so. Das ist klar, das ist dann vielleicht ein bisschen oldschooliger, ne? Aber bei diesen Sequenzern dann einfach mal mehr passiert. Und fantastische Sachen. Und ja, 5-Step-Sequencer, warum macht man das? Damit man endlich aufhört, damit so diese Sequenz-Dinger zu machen, sondern ja, das ist auch ein Modulationssequenzer, können auch ein LFO sein. Vergiss das mal, was du gelernt hast darüber. Deswegen gab es ja auch dann auch so Software wie Kaivo oder Alto von Madrona Labs. Die haben verstanden, wie dieses Buchler-Prinzip funktioniert, haben das dann nochmal weiter gedacht oder auch die Idee weitergedacht. Sowas ist jetzt überall. Und das finde ich nicht überall, aber viel mehr. Ja, der Happy Accidentism oder so generell halt so diese Mischung aus so ein bisschen weg vom klassischen Sequenzer hin zu neuen visuellen oder auch nur haptischen Konzepten. Den Eindruck teile ich, war auch eines meiner Highlights. Ich war jetzt gerade 15 Minuten weg. Native Instruments hat's noch nicht auf der Webpage, aber ich habe ein Video gesehen bei, glaube ich, Bonedo oder Sonic State. Circular, also die haben ein neues Kontaktinstrument gebaut, das, ja, also man könnte jetzt sagen, das ist zu Teilen von XNL Live geklaut, aber also so Sachen meine ich, oder jetzt eben Circular oder auch das Ding von wie hieß die Bude? Sample Logic mit dem Grainscaper. Also diese Happy Accident Maschinen, die wegen Software auch bei mir langsam ein bisschen sind. Also für Hardware habe ich ja keine Kohle. Aber so diese eben, der Drop ist ein gutes Beispiel. Auch diese fetten bis nonsensigen Grid-Matrizen da, also der Mosaik zum Beispiel oder der Relic. Der Relic ist aber echt gut durchdacht mittlerweile. Er muss nur endlich mal rauskommen. Mhm. Also die Leute müssen ja endlich mal, der ist nur wirklich ein Boutique-Sequencer. Ja, wir haben auch ein Video, man kann sich's angucken. Dann, welche wichtigen Features der so hat. Du hast als Modular-User, finde ich, du hast faktisch eine 16x16 Matrix in deinem Sequencer und kannst die auch noch umschalten. Das ist ja mal wirklich eine sehr dicke Revolution. Allerdings ist das Gerät auch wirklich groß. Sehr groß. Ja. Also ich meine wirklich groß. Ja. Aber es ist ein schönes Konzept. Also mir gefällt das gut. Hast du zufälligerweise auch was gesehen vom Airy Touch 2?
Ja, War der auch vor Ort? Ja, die waren auch da. Die waren da oben, wo diese Audiohalle ist, wo nur so Rodec und sowas drin sind und RME. Vor der Halle sind ja immer traditionell so diese Firmen, und da ist auch das Airy Touch 2. Da hat auch immer jemand gespielt. Ich glaube, das war auch, guck mal, ihr könnt performen, weil das Ding ja jetzt ein bisschen schöner zu bedienen ist und diese Oberfläche ist bespielbarer und sensitiver. Das war bei dem ersten ein bisschen hart. Ich würde das Konzept würde ich wirklich gerne nutzen. Ich habe den ersten ja hier. Leider verteilt der mir baubedingt Mikrostrom und ich kann Mikrostrom nicht ab. Also die Abtasttechnologie ist halt so Feinstrom. Kapazität. Ja, genau. Einfach so ein bisschen, der muss halt sehen, wo der Finger ist. Das Problem ist aber, wenn ich den spiele, streik nachher meinen Arm. Das ist nicht so geil. Ja, also ich hätte hätte noch einen Airy Touch zu verkaufen, falls den jemand möchte. Willst du denn den zweiten kaufen? Den neuen mit dem kostet dasselbe. Wenn der zweite das Problem nicht hätte, wenn diese Stoffoberfläche es irgendwie schafft, diese Abtastmechanismen für meine Muskelgeschichten, die sind ich bin da glaube ich auch ein bisschen empfindlicher als der Durchschnitt. Würde ich wahrscheinlich den Zweier mit der Stoffoberfläche, weil das Konzept finde ich sehr geil. Also das auch die Idee eben switchen zu können zwischen Finger und Drumpad. Grundsätzlich wäre das genau mein Controller. Ist halt blöd, wenn du ihn nicht benutzen kannst, ohne dass nachher alles wehtut. Man kann natürlich auch Jean-Michel Jarre da drauf, ne? Also dass man so der hat ja auch 10 verschiedene von denen irgendwie auf der Bühne. Ja. Aber ich habe jetzt auch 4 bei Linkin Park gesehen. Also die Dinger machen durchaus Welle. Mach mir die Laserharpe, oder? Die Laserharfe ist eigentlich sogar das. Ach, da gibt's noch was apropos Laserharfe. Die Laserharfe zeichnet sich dadurch aus, dass du die Töne nicht triffst. Auch und gerade der Jean-Michel nicht so sehr. Wobei es gibt sogar Hersteller, wo das gelingt. Das ist so ein bisschen wie wenn man nach Frankreich geht und sagt, ja, diese Croissants bei uns heißen die Milchbrötchen fallen nicht auseinander und so. Aber das Sag das mal in Franzosen. Ja, das ist auch außerdem geklaut, ne? Bei einem ganz alten, schon fast sich selbst totlaufenden Menschen. Aber es ist egal. Wo wollte ich eigentlich hin? Das weiß niemand. Laserharfe. Ja, ach so, ja, das Thema Controller. Da gab es einen Controller, der sozusagen ein 6-fache D-Beam war, so in alle Richtungen gefächert. Ich bin ja Fan des V-Synths. Bezüglich des Kontrollierens hat man 2 dieser D-Beams nebeneinander und kann dann quasi mit 2 Händen auf einer Seite meinetwegen zum Beispiel die Granularposition einstellen und mit der anderen die Position im Sample oder so. Sowas habe ich gemacht mit dem und war traurig, dass es nie etwas gab, was dem so das Wasser reichen kann. Wann kommt eigentlich dein nächster Artikel auf Gear News, ob der V-Synth mal, also ich vermisse deine monatliche Eloge auf den V-Synth auf Gear News schon ein bisschen. Hatte ich das war nicht wieder schon eine längst Schreibe gemacht? Ja, eben. Ja, ich hatte doch ein kommt der V-Synth zurück, das sowas in der, also zweimal pro Monat hast du diesen Artikel verfasst. Nee, oder das wiederum nicht. Oder die haben ihn einfach jedes Mal wieder aufgeschaltet. Ich vermisse diesen Artikel. Nicht. Ja, okay, das ist eine Mach weiter, 6-fache D-Beam. Deine Reime sind Schweine, meine Reime sind schöne Reime, so diese Abteilung. Aber ja, das Ding ist ein interessanter Q-Ray heißt das. Und das Ding hat halt 6 solcher D-Beams in alle Richtungen, die du unterschiedlich zuweisen kannst. Und für die Leute, die solche Dinger wirklich benutzen, du kannst die Ranges einstellen. Wann soll was wie reagieren? Ab dieser Entfernung bitte hier und ab dieser Entfernung bitte hier. Du kannst es so quasi kalibrieren, indem du die Hand über das Ding fährst. Hier ist die kleinste Schwelle und hier ist die größte und dann dazwischen ist das dann dein Feld. Kannst du dann auch abspeichern. Finde ich sehr schön. Gab es bisher nicht so in dieser
Form und dann halt mit 6 davon, 6 dieser Beams. Also so kann man dann quasi so von allen Seiten bespielen. Eine audiovisuelle Performance sozusagen. Ja, also du wirst natürlich auf jeden Fall gefragt, ist das ein Theremin? Und du kannst sagen, nein, ist es nicht. Hör erst mal zu. Jetzt stelle ich mir vor, wie man da auf der Bühne steht und den Seestern macht. Ich meine, du kannst ja rein theoretisch als Mann 6 Positionen fahren. Ich wollte gerade fragen. Oh Leute, Ich frage mir jetzt gerade, wie das diese Bilder. aussieht. Auf jeden Fall ist die Show dann nicht FSK 16. Deswegen habe ich schon mal meine Einleitung nicht. Aber Controller, oder hast du noch was, Thomas? Es gab sogar ein Ding, was so quasi um deinen Kopf. Thomas, nicht ist. Modulator. Entschuldigung. Lass ihn doch einfach mal ausreden. Ja, es gab noch ein Ding. Nee, jetzt bin ich Man um den beleidigt. Kopf Ich bin so derartig neben der Spur. Ich weiß schon gar nicht mehr, über was reden wir eigentlich es hier? gibt noch mehr. Ja, über Superboost dachte ich. Also das Ja, hau war meine- raus. Mick, hau raus. Es gibt so viel. Also man könnte jetzt bis morgen reden, aber ich will nicht reden, wenn ich zu viel rede. Darf ich noch mal ganz kurz Nein, einhaken jetzt? das wollte ich überhaupt Ja. nicht damit implizieren. Henrik, Ganz kurz einhaken. darfst doch länger Jetzt einhaken. Ich gehe eine rauchen bis dahin. Ich muss kurz Cut machen, weil ich muss raus. Ich muss jetzt leider euch verlassen, weil ich muss morgen früh um 6 Uhr aufstehen und das wird mir jetzt alles ein bisschen spät. Oh nein, Ja, doch. Ja. wir verlieren den Henrik. Ach, der ist, Ja, doch, genau. der ist doch eh gleich wieder da beim nächsten Mal. Das stimmt. Außerdem höre ich mir den Wir laden Schluss dich, dann. du kommst beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen lieben Dank. Ich muss mir diese Sendung ja nochmal anhören, damit ich den Anfang kenne. Das war nicht so spannend. Die spannenden Sachen kamen, als du dazu Wir haben die kamst. Geräte einfach Das war so ein, runter besprochen das war so ein Nerd-Rahmen am Anfang. und Dann Ja. verrissen. spätestens, wo Mick kam nach der Echo und der Hall-Show, wurde es dann philosophischer. Also die ganze blöde Experimentiererei habt ihr auch mit aufgenommen. Das ist ja toll. Das ist komplett drauf. Das ist ein Bonus. Also Ah, wunderbar. Das wird bestimmt belohnt werden. total. Naja, also wer es bis hierher geschafft hat, Mach's ein ganz, gut, ganz Henrik. dicker Ähm, Ora-Keks Ja. dafür. Genau, also ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen lieben Dank an Mick. Es war sehr spannend, dir zu lauschen. Ich habe dich ja bisher nur über euren mit dem Dean den Podcast kennengelernt, aber dass du jetzt hier mal live dabei warst, war auch für mich eine Ehre, sag ich mal so. Danke. Dann komm doch Gerne. auch bei uns mal vorbei. Also das als Rache. Wenn ihr mich gerne einladen wollt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so sehe, dass da Du magst Musik offenbar. Also das ist eine gute Voraussetzung. Er ich- mag ich nicht nur mach- Musik, er macht sogar Musik. Ich mache ja selber auch Musik, also deswegen haben die Kollegen mich hier ja auch eingeladen ursprünglich. ich habe gar nichts. Also eigentlich haben wir dich eingeladen, weil du ein total cooler Dude bist, Henrik. Vielen Dank, vielen Dank. Und er hat viele Synthesizer. Ja, hat sich jetzt ein Z1 geholt. Ich habe mir jetzt einen Z1 gekauft. Das Der musste ist einfach toll. sein. Ich habe den Ich- übrigens ich- auch. Ich liebe den. Ich liebe diesen Synthesizer und es wird jetzt mal ein Album gemacht. Die 3 Kollegen kennen das schon. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich werde ein Album machen, das nur mit Korg-Synthesizern gemacht wird. Ja, dann Schick mir reden das machen. Z1-Album. Ja. Ich höre mir das gerne an. Finde ich gut. Das Z1-Album. Absolut. Ja, Klingt gut. Das passiert. Also, Übrigens, ich weiß nicht, ob du, also Ich wenn hab du das die schon gemacht. Musik Also, Musik mal anhören willst, Flowwater auf Bandcamp. ja, schick mir das mal, das weiß ich nachher nicht mehr, wenn die Sendung Okay. vorbei ist. Okay, Das wäre super. schicke ich Freut dir. mich. Wir haben doch Oh, wir alle machen seine jetzt hier Links. so Socializing mitten in der Show. Wie toll ist denn das für die Zuschauer? Na, ich dachte, wir haben jetzt einen Cut gemacht, weil ich, wie gesagt, mich ja verabschieden möchte. Nein, das wird alles Nee, rausgehauen. Das ist Okay, der alles Bonus. klar. In der Bonus wird nur das Allernötigste Genau. gemacht. Gut. Und jetzt kommen Also- die wirklichen Informationen. Ja, wie gesagt, also ihr Lieben, noch viel Spaß. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und schönen Abend wünsche ich euch noch.
Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss, Henry. Ciao. So, Jetzt, wo er weg ist, sage ich mal die Wahrheit, der ist echt nett, finde ich. also wenn jetzt vorher weg ist, kann ich auch sagen, ich bin dankbar, dass du heute die Laberbacke gemacht hast, weil normalerweise kaut er uns das Ohr ab. Ah, okay. Also normalerweise in den Folgen, wo er dabei ist, liefert er so 90% des Contents. Ja. Ah, okay. Dann Was sehr angenehm ist, ich konnte mir jetzt gleich zweimal einen Salat machen währenddessen. ladet mal Heinbach ein. Heinbach ist fantastisch. Du gibst ihm Ja, der ein antwortet Stichwort. nicht. Der will Doch, auch nicht mit uns reden. Doch, der ist super. Du Mick, gibst ihm ein Stichwort und der erzählt 10 Minuten Wir müssen spannende einfach, Sachen. irgendwie mal hinkriegen, dass wir es endlich mal zur Superboost schaffen. Das Ja. ist also Ja, zumindest dann ist mach bei, doch das. Also Mick, meinerseits verhindert immer die Umstände verhindern ist immer, dass ich dahin fahre. So, sagen wir so. Ganz Ja, einfach und zusammengefasst. ich Ich hoffe, Oder- die heißen nicht Oder wir Familie schicken oder dem so. Mick einfach einen Haufen von unseren Visitenkarten. Und dann kann er sie verteilen. Welche Visitenkarten? Ende Vision hat mir mal welche gedruckt. Aufkleber ist das neue Ding. Ja, alles zustickern. Aber ganz ehrlich, Berlin ist jetzt bei mir zu Hause. Ich muss nicht nach Berlin. Ja, dann muss man doch eigentlich da auch hingehen. Das ist ja dann um die Ecke. Ihr Berliner könnt ja noch nicht mal euren scheiß Kiez verlassen, um mal ein Konzert zu sehen. Also ich finde, das ist auch ein komisches Ding. Die werden alle faul. Ja, wenn alles um die Ecke ist, natürlich werden sie Und ihr faul. Berliner seid ja noch nicht mal richtige Berliner, wa? Ihr könnt doch hier überhaupt, Nee, ihr seid doch alle alles aus Schwaben. und so. Ja, richtig. So, jetzt habt ihr ja alles abbekommen, Redest was du ihr gerade mit unseren noch nicht vorhandenen Zuhörern? Ja, nicht mehr, du meinst nicht mehr, weil ich sag mal, anyway, können wir, es ist langsam etwas später. Ich würde gerne noch ein bisschen über Dinge reden. Okay, wo hab ich Also jetzt du willst uns weiter wieder in die Konsumecke drücken, damit es hier eine langweilige Konsumschau wird? Ja, natürlich. Dafür ist die Folge ja da. Nee, ich würde tatsächlich gerne noch mal kurz Controller, Launch Control X LMK3 ist ja jetzt offiziell. Ah, ja. Mhm. Ist wahrscheinlich so ziemlich das bezahlbarste von all den Controllern. 230 oder so. Ne? Ja, Jupp, ich hol 229. Ja. mir einen, zumindest zum Testen, habe auch schon das Launchpad wieder organisiert, das da irgendwann mal auf Reisen ging. Mal Warum sehen. ist er cool? Also, was? Warum ist er cool? In 3 Worten. Warum er cool ist? Schwarz, Encoder, existiert. Also diese ganze Serie ist ja, dass sie jetzt 10 Jahre lang den MK2 schwarz angemalt verkauft haben. Das spricht ja irgendwie fürs Konzept. Ich persönlich find's immer noch gut, wenn sie den kleinen Launch Control, von dem ich ja auch 2 Stück habe und vor einem gerade sitze, oder einfach nur das Control Panel der MK4-Serie. Ich bin ja wieder zurück von der MK4 auf die MK3-Serie, weil die MK4-Serie so ein paar Probleme hat mit der Tastatur. Außer die Minis. Bei den Minis finde ich, ist es super. Das ist die beste Minikey-Tastatur, die ich je gespielt habe, wobei ich keine Arturia Minikeys hatte bis dato. Muss auch sagen, das weiße Launch Key Mini da, das 37er, das macht mich gerade echt an. Auch im Sinne des eigenen Holztisches. Habe ja nur einen 25er. Aber du willst jetzt nicht ernsthaft dir das holen, oder? Na doch, also. Du weißt doch, das ist nicht der Controller, den du willst. Bei den Kleinen doch, ja, doch. Nee, also ganz ehrlich, ich würde schon MK4s spielen, hätten die MK4s die Tastatur des MK3. Man muss dazu sagen, dass Tobi irgendwie ich sag mal so, in den letzten 10 Folgen halt immer wieder darüber berichtet hat, wie er sein Setup mit den Controllern er optimiert. hat, so wie ich über den VSynth zu viele Artikel über den gleichen. Ich habe übrigens, bei Genus habe ich übrigens gerade Moog-Verbot. Ah. Das ist nämlich der, den ich zu oft erwähnt habe. Ich bin gespannt, was da Florian Anwander zum Moog Messenger zu sagen hat, weil ich finde, dass er immer einen sehr klaren Blick hat auf solche neuen alten Weinschläuche. Ja,
Also ich Also- nicht. Und die anderen auch nicht. Nee, jetzt mal im Ernst, klar. Florian ist super, ernsthaft, klar. Also- du machst das immer so auf so eine sehr charmante Art und Weise, dass man am Ende dann doch nicht weiß, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Das Ja, also- erfährst du, wenn ich den Monolog mache. Dann erfährst du in der Regel. Passiv-aggressiv hat er drauf. Passiv-aggressiv hat er wirklich drauf, der Mick. Dafür Ja, ich mag das nicht so. Ich haben wir mag ihn nicht so da. gern hier diese Partei, die alle und so. Nee, ich Ach komm, jetzt lass die nicht SPD in Ruhe. Das ist übel. Ja, aber auch immer. So, wir waren doch eigentlich mal bei dem Controller und Ja. was da, also jetzt war, ja, das ist bunt und dann MK und da war plötzlich ein Keyboard dran. Nein, da ist kein Keyboard dran. Nee, natürlich meinst nicht. Das Problem ist ja, dass sie im Grunde genommen recht stringent waren mit der Serie. Als die damals rauskam, war die quasi die Controller-Ebene oder es haben so eine zusätzliche Controller-Ebene zu den Launch-Keys von damals. Und dann kamen halt die Launch-Keys, die wurden irgendwann erneuert. 1er und 2er waren jetzt auch nicht gut. Also das war eine Gummitastatur mit ein paar Gummitastern und eine Verarbeitung, die lässt du einmal fallen und sie ist hinüber. Und dann kamen die Dreier und die Dreier sind bis heute, ich weiß auch nicht, irgendwas hat zu mir gesprochen und ich habe sie, glaube ich, Day One gleich gekauft. Ein 37er, ein 61er. Ich sitze jetzt vor einem Dreier 49er, den habe ich mir auch noch gekauft im Abverkauf. Die Dreier sind für mich bis heute eigentlich so ein bisschen das State-of-the-Art Master Keyboard für die Art und Weise, wie ich Musik mache. Und ich fand's immer schade, so bei meinem YouTube-Content, was ja auch nur so ein bisschen Abfall aus irgendwelchen Jam-Sessions ist, kennt, der sieht da auch immer mal wieder einen Novation Launch Control, den ersten, den kleinen. Den hatte ich live eigentlich immer als Zentralcontroller dabei, halt ein paar Pads, ein paar Putties, ein bisschen hin und her klickt, was er gerade mit Mainstage sehr Für gut. DAW ist das natürlich auch perfekt. Also das Also Layout, ne? der kleine ist, das Ableton-Protokoll vom kleinen ist so gut. Also das ist wirklich, das ist, es gibt keinen Ersatz für den. Und Loopop hat ja schon bei der Review von den jetzigen, von der MK4-Generation, hat er die Stichsäge rausgeholt und hat so getan, ja, ich würde mir eigentlich gerne dieses Panel ausschneiden, macht mal. Oder, also ich glaube, es wäre nicht nur für mich, es wäre generell, glaube ich, wäre Zeit für einen aktuellen Launch Control Mini, vor allem also der kleine, der normale Launch Control. Und dass die jetzt den XL veröffentlichen, ist halt insofern ein gutes Zeichen, weil der hat auch NPR, der hat normale MIDI-Buchsen, 5-Pol-DIN, der hat Standalone-Mode, der ist wahrscheinlich super eingebunden, wie auch die MK4s. Über die Encoder der hat sogar kann man ein Through. Das ist kann man, krass. ja, Krass, Wow, krass okay. ist das. ja. Also In-Out, die Through und USB-C. Über die Encoder kann man sich jetzt streiten. Ich finde die auf den Launch Keys nicht so gut auf den Vierern, aber ich habe ja, als die Vierer rausgekommen sind, habe ich mir die auch geholt. Also ich habe einen 37er hier, ich habe einen 61er hier. Der ist schon in der Box, der geht dann wahrscheinlich irgendwann wieder weg, weil diese Tastaturen, Die die haben müssen beim jetzt Polypressure sein, natürlich. nee, Ja, das klar. ist nicht mehr der Punkt. Aftertouch wäre nett, ein zweiter Pedalanschluss würde ich auch gern nehmen, aber ich habe ja halt von Audiofront noch so ein MIDI-Expression. Das ist so eine Bastelbude, die in Taiwan sitzt. Da habe ich mal so ein paar kleine, also einfach so analog to USB Trigger-Geschichten, wo du auch Expressions und so anschließen kannst. Das benutze ich ja auch ein bisschen, aber nee, ich würde mir halt wünschen, das Problem bei den neuen Launch-Keys ist wirklich die Tastatur. Ich glaube nicht immer, dass die Tastatur ist, aber das Gehäuse. Das Gehäuse ist irgendwie so hohl, dass wenn du in die Tastatur greifst, machst du es duck, 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 duck. Und das tut's auch beim 37. Und also der Rebound der Tastatur ist nicht gut. Und deswegen bin ich jetzt gerade dran, die Vierer wieder abzuwerfen, bis auf die Minis, weil die Minis sind endlich gut. Das MK3 Mini war Mist. Im Vergleich, die kleinen Vierer sind für mich konkurrenzlos, seit ich Next to None Controller, eben Controller, und da gibt's ja eben den 25er, den habe ich auch, den ich mitnehme, statt irgendwie jetzt wie früher so ein Nano-Control und ein KMI, Keyboard, hatte ich auch eine ganze Armada davon, jetzt habe ich das neue USB-C-Gerät davon, aber wie gesagt, das sind halt zwei Geräte und das Novation machst du für eins und ich würde mir eigentlich wünschen, die hätten so ein bisschen den Workflow auch auf die großen. Ja, aber wie gesagt, Tastatur, dann sind noch die Wheels. Ich habe ja einen neuen Tisch und kann da nicht nach hinten greifen, deswegen brauche ich ein Gerät, das die Wheels auf der Seite hat. Ja, da finde ich noch viel wichtiger, dass es hauptsächlich Wheels und keine so Joysticks hat. Joystick ist noch schlimmer, finde ich richtig doof. Es gibt gute. Also, Doof bis super scheiße doof.
Den Roland Super. fand ich eigentlich immer Scheiße gut. doof. Ja. Ja, aber ich finde das nicht so, also Korg hat das ja immer lang gehabt. Das liegt Aber- daran, dass du nicht solieren kannst, Mick. An meinem Z1, oh doch, auf dem Z1 und auf dem Prophecy kann man super solieren. Schade, dass unser anderer Z1, den habt ihr ja jetzt verjagt. Naja, aber Hast du dich selber nee, verjagt. um den, da muss man eben noch gucken, also ich finde natürlich der Launch Control XL3 sieht tatsächlich jetzt mal richtig anständig aus, so für richtige Gruftis und nicht dieses komische, bunte, merkwürdige. Aber da muss man noch sehen, also ist halt ein Display jetzt drin. Ne? Das finden viele auch sehr wichtig, dass man sehen kann und umschalten kann. Bei den MK3 und gerade auch den MK4 ist das super. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das Line-Up dieser Controller auf den Stand der Zeit heben, weil das sind ja gute Geräte. Dass ich jetzt auf MK3 festhänge, ist nicht zwingend freiwillig. Also ich mag eigentlich, was die machen, aber es gab dann halt so ein paar Inkompatibilitäten. Aber wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass Novation sich da dazu bringt, weil die haben den Kleinen ja schon vor ein paar Jahren aufgenommen. Also ich habe, glaube 2018 habe ich noch einen gekauft. Ursprünglich für ein Projekt, für was anderes, aber das ist irgendwie, ja, also der wurde mir dann irgendwie wieder zurückgegeben und seither ist hier ein dankbares Backup, weil Das heißt, ihr spielt alle nicht mit MPE-Controllern. ja, das ist halt die Frage. Also ganz ehrlich, ich habe hier an meiner Seite einen Spot, da steht momentan Take 5. Der ist nett. Das ist ein toller Synthesizer, schöne Happy Accident Maschine, aber der kann halt auch nicht so viel. Den bin ich mittelfristig schon wieder am darüber nachdenken, den auszutauschen. Und auf der dritten Ebene, da könnte jetzt ein MPE-Gerät hinkommen. Aber ganz ehrlich, so ein Osmose auf die Bühne nehmen, nein. Also ich habe jetzt das bei Ben Böhmer habe ich jetzt gesehen. Na, warum nicht? Also der Kram, den ich mache, ich glaube, also müsstest du erst natürlich mal eine Osmose spielen und auch gucken, wie funktioniert das, aber der Kram, den ich mache, Mick, das ist 90% Band, ein paar Akkorde und viel Samplepad. Also ich glaube, eine Osmose steht da Okay, halt arbeitslos verstehe. und ist beim ersten Sprung auf der Bühne liegt's am Boden. Also Bei mir ist es einfach ein Platzproblem und ich glaube, dasselbe Problem hat der Sascha auch. Und ich habe keinen Bock, eine neue Eingabeform zu lernen. Ich bin einfach Dann zu faul. bin ich dafür. damit also alleine. Ich finde mich, so sollten die alle sein. Nur eben vielleicht noch eine Oktave mehr. Ich bin ja sonst Fan von 3 Oktaven, aber in dem Fall haben sie sich da ja dazwischen als Studio-Controller allerdings, muss ich sagen. Für Live fände ich es auch kleiner besser, weil du spielst wirklich anders. Allerdings ist die Velocity wiederum anders, aber so übrigens für so Ambient-Kram ist das sogar perfekt, dass es diese 2 Regelwege gibt und sowas. Ich wollte nur mal wissen, weil MPE ja jetzt auch so quasi wirklich auch in die Mainstream-Synthesizer so reinfließt, so langsam, und auch MIDI 2.0, was ich grundsätzlich super gut finde, wenn das endlich mal überall drin ist. Ja. Hier zum Beispiel Waldorf im Iridium sind ganz vorn dabei und Korg. Also ein sehr großer Hersteller und ein cooler Hersteller. Korg ist nicht uncool, aber ihr wisst schon. Ich find die grundsätzliche Entwicklung ja auch gut und wichtig. Also gerade wenn das halt Buden machen, die eben nicht wie jetzt Jouet Instruments zum zweiten Mal den Lemur pullen, was ja der Typ vorher schon gemacht hat. Also der hat ja, das war ja die Bude, die den Lemur hergestellt hat. Dann kam das iPad mit der, dann hat er auf der NAMM-Show noch große Töne gespuckt. Das wird uns niemals ersetzen. Bla bla bla. Halbes Jahr später war die Firma pleite. Dann hat er so einen Haptic-Controller gemacht, eigentlich so ein frühes MPE-Gerät, der Jouet. Ich habe ja einen gebrickten, der liegt jetzt Gibt's bei nicht Clemens mehr, ne? im. Gibt's ja Nee, nicht mehr. Die Seite ist verpufft. Ich habe noch meinen Second Gen, der ist toll, auch das Keyboard, aber da muss ich halt leben damit, dass ich den Editor noch nicht mehr laden kann. Und den neuen, den schwarzen, den ich mir mal geholt habe, weil der noch ein bisschen genauer war, den habe ich geschafft, mit einem Editor zu bricken. Also der hat irgendwie sich aufgehangen und dann war das Gerät hinüber. Jetzt liegt er im Swiss Museum of Electronic Instruments und macht da quasi Eine gute Figur. Eine gute Figur, aber ein mahnendes Beispiel. Also, ja. Ja, ein
Ja, ein Stapel alter Kinderschuhe liegt mahnend auf dem Flugplatz oder so. Ja, klar. Schlecht. Ja, Aber, das ist halt das Problem. Ich würde mir auch schon längstens, sagen wir so, wenn die Firma nicht so unsympathisch wäre und alle 5 Wochen pleite gehen würde, hätte ich auch schon längst ein Rolli Seaboard. Ich liebe das Ding. Also jedes Mal, wenn ich so ein Rise im Laden angespielt habe, dann dachte ich mir, geil, warum lernst du das nicht? Also warum wird die Firma ständig pleite? Ja, das ist das andere Problem. Also die hatten ja schon mal eine Tiefphase. Dann kam die zweite Welle. Ja, ich finde auch, ist also auch ganz nah dran gewesen. Ich finde auch dieses Lumi Keys da, das ist ja auch so ein kleiner MPE-Controller, verkauft als Klavierlern-App oder als kreative Bastelbude für irgendwelche Nerds. Also da gibt's ganz, ganz, ganz viel. Wo ich mir dann aber auch denke, ich spiele ja auch Launchpads, 3. Generation. Also ich hatte schon das Launchpad S, dann MK2. Und beim X bin ich dann erst so richtig eingestiegen, weil die dann halt auch diese ganzen Scale-Modes und all das hatten. Also eine ganz neue Art von Bedienlogik. Push wurde ich nie warm mit, war immer so eine Frage von Bruchlandungen, aber auch da. Also es kommt ja an einen Punkt hin, wo jetzt auch die Firmen reliable werden. Auch der Eerie Touch ist großartig als MPE-Controller. Also ich hab's geliebt. Geosynth benutze ich eigentlich, seit es raus ist. GeoShred habe ich mir nie geholt, weil ich halt immer nur Geosynth als MIDI. TC11 fürs iPad. Ich glaube, du bist ja da auch so recht bewandert in den Sachen, glaube ich, Mick. Ich habe schon auch die Dawson-Sachen. Ich sehe schon den Reiz und so für MPE aber für mich ist es noch nicht da, wo es in puncto Reliability sein könnte. Ich warte jetzt noch auf die nächsten großen Master Keyboards. Also Osmose ist verlässlich. Ich muss sagen, dass ich mit deren Service die haben sich wirklich ein Bein ausgerissen für alles. Da kann ich nicht meckern. Und der Preis für das Ding ist auch wirklich vergleichbar. Das Einzige, was ich noch besser finden würde, wenn das nicht so teuer wäre, wäre halt ein Fingerboard. Also Continuum Haken. Ja. Aber der Osmose hat ja jetzt neue Synthese-Geschichten dazu bekommen. Da ist es sehr spannend. Und es gibt ich bin zwar eher so der Typ, dass ich damit Synthesizer steuere, und da ich auch nur im Moment hier im Haus nur 2 Geräte haben, die überhaupt MPE sprechen, der Rest ist so alt, dass sie das eben noch nicht können. Also ich kaufe gar nicht viel. Ich erzähle immer nur drüber. Ja. Das ist, aber ich kann mir eben auch nicht alles kaufen. Und wenn ich irgendwas habe und es kommt was Neues, dann muss das, was neu sein, ist viel besser sein, damit ich es überhaupt kaufe. Und deswegen habe ich eben, also in dem Fall ist es halt ein Iridium oder sowas wie den Meyer, den ich zwar nicht besitze, aber den finde ich super zusammen mit dem Osmose. Obwohl der noch nicht mal darauf vorbereitet ist, spielt er sich gut damit. Also manchmal passen Sachen einfach zusammen. Früher hätte man gesagt, Arsch auf Eimer oder was. Ne? Also passt halt. Da finde ich, ist also wirklich noch viel zu machen, gerade bei Musik, wo viel Controllerarbeit während des Spielens zu tun ist, wo man eben nicht mehr mit der anderen Hand dahin fassen muss, sondern du das mit 5 Fingern, mit 10 Fingern machen kannst. Ja, das geht mir ja genauso. Also ich hätte ja auch gerne ein Polytouch-Keyboard, aber dann halt, weil ich halt links und rechts im Prinzip meinen Aftertouch routen kann, unabhängig voneinander in einem Split. Nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie Afrika nachspielen will und dafür nur den oberste Taste beenden. Aber klar, ich bin da zu wenig drin. Ich denke mir halt einfach jetzt, wo wir haben den Iridium, der halt dieses Poly-AT-Keyboard haben. Wir haben Native Instruments, die das jetzt in die zumindest Spitzenklasse gebracht haben. Ich habe Arturia immer noch ein bisschen so auf dem Kieker, weil die haben halt mit dem Keylab, wo alle gedacht haben, geil, jetzt kommt Full Touch. Geil, jetzt kommt endlich die Polybrute-Tastatur rein. Haben sie nicht. Sie haben alles abgespeckt, waren ein bisschen billiger, aber ja, halt so ein Astrolab ohne Astro drin. Und da ist eigentlich auch noch Potenzial. Also diese Full-Touch-Tastatur in ein Master Keyboard zu bringen, das ist auch eine ganz spannende Sache. Oder eben auch die Novation könnte mal Polypressure machen auf hypothetischen SLM-Cars, wo halt auch seit 2020 keine Updates mehr kommen, weil der Chip einfach voll ist. Die verkaufen die aber immer noch. Das nehme ich denen auch nicht übel, aber ich finde, da sind jetzt ganz viele Firmen oder sag mal große Firmen,
du weiß nicht, warten die ab oder sind die einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie das Ganze reliable machen können? Ich glaube, da wird jetzt so die nächsten 1-2 Jahre muss MPE technisch, das muss jetzt die Normalisierung schaffen, wo es halt ungefähr halt ungefähr so normal wird wie Straßenschlachten auf deutschen Straßen, Berliner Straßen. Ich denke, dann wird sich auch die Industrie sich dahin orientieren. Also ich finde es schön, dass jetzt, was war es gerade, Udo hat Upgrade-Kits, glaube ich schon letztes Jahr oder dieses Jahr haben sie es nochmal angekündigt. Jetzt gibt's ein... Ja, letztes Jahr schon angekündigt. Ja, du kannst im Super 8 zum Beispiel. Stimmt, ja, genau. Also die Großen haben es schon Standard. Ich glaube, es gab sogar eine Spezialedition für den Super 6. Gibt's auch einen Nachrüstkit, genau. Ist doch nett, das finde ich sehr gut, dass das macht. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, auch noch 20 Voices für den 8er oder so. Es gibt auch manchmal noch sowas, also was ich toll finde, der Tempera, der kleine Granular, Synthesizer, sag ich jetzt mal, dass die per Software dem quasi Aftertouch nachgeschoben haben. Wenn das mal nicht cool ist, so also zwar vom Anfang an nicht so vorgesehen, ist jetzt aber drin. Und dann ich wünschte, das ging überall. Ja klar, gab es auch irgendwann mal aber auf dem iPad, dass du dann tatsächlich mit Touch arbeiten kannst. Das ist dann natürlich so begrenzt. Aber ich denke mal, wahrscheinlich wird das ein Unterschied sein, ob das auf einem quasi normaler Tastatur plus Sensor hinausläuft und dann machen das alle oder viele, weil jetzt ja die größeren oder teuren Synthesizer haben halt Polypressure, was ich super finde. Ich komme ja aus der Ensoniq-Ecke, da kennt man das ja halt schon länger. Die übrigens sehr viel komplizierter das gemacht haben, aber es spielte sich gut. Und die andere Seite ist dann Isomorph-Keyboards, also wie der Push zum Beispiel. Da muss man natürlich spielen lernen, weil das Layout eben anders ist. Ich habe da noch nicht so das freie Gefühl wie auf einer Tastatur, weil ich da halt weiß, wo die Tasten sind. Und dann sowas wie Haken, was immer noch eigentlich eine Tastatur ist, weil man eigentlich noch so spielen kann wie vorher, nur dass man eben seine Finger ein bisschen kontrollieren muss. Oder eben Seaboard, also dieses Neopren-Zeug, das fand ich an der Haut, am Finger, wenn man da so lang fährt, sehr unangenehm. Das Neue könnte vielleicht besser sein, habe ich aber nie probiert. Also von daher gibt's da also noch Luft in alle Richtungen, wie sowas überhaupt aussieht. Und vor allen Dingen der zweite Weg, ne, wie beim Osmose, könnte man jetzt sagen, wie implementiere ich das, dass das eben auch funktioniert, so dass das dann alles passt. Oder vielleicht gibt's irgendwann noch, ihr habt das schon gehört, Velocity 2, die Anschlagdynamik mit ganz neuen Möglichkeiten, woran ich allerdings nicht glaube, weil da tatsächlich mal die 7-Bit reichen. Aber das wird sich wahrscheinlich zeigen, ne, wie sich das so entwickelt, weil so viele Hersteller gibt's nicht, eher welche, die versuchen, einmal Fatar bitte mit Polytouch, was die eben jetzt die meisten ja machen. Waldorf hat das halt so gemacht und Arturia auch. Es wäre halt langsam gut, wenn das jetzt wirklich so eine Selbstverständlichkeit wird ab einer gewissen Preisklasse. Also dann glaube ich auch dann. Ja, bitte gern, bitte sehr gern. Ja. Am besten nicht Aftertouch-Verbot. System 8 zum Beispiel ist ja eigentlich, ich mag diesen Synthesizer, aber die Tastatur liebe ich nicht. Also das ist so schade, dass ein eigentlich gut klingender Synthesizer, Ausdruck gibt's ja eigentlich super schnell. Du brauchst ja nur das mal auf FM-Filter oder selbst wenn es nur wenige Routings gäbe, wäre dem ja erstmal Genüge getan. Also ja, vielleicht. Aber ich glaube auch, du musst ja dafür auch so eine gewisse Awareness schaffen. Also sprich, wenn jetzt die Leute sehen, ach geil, das kann Polypressure oder nur schon Pressure, dann sind wir an einem anderen Punkt, als damals, wo sich halt alle dachten, ja, Aftertouch, das versteht niemand, das brauchen wir nicht. Also ich habe Freunde, die machen das Erste, was sie machen, Aftertouch aus. Also die können damit nicht arbeiten und wollen es auch nicht. Das gibt es und wird es weitergeben, natürlich. Also die Atmenden im Hintergrund dürfen dazu auch gern was sagen. Na? Also das kann gar nicht sein. Ich war nämlich gemutet. Ich nutze Aftertouch. Siehst du? Ja, mit was? Altes Mono Aftertouch oder?
Ja, Monoton, also das Arturia-Teil hat kein Poly. Ja, okay. Wobei Da ich ist nicht ja auch wüsste, wie ich Poly benutzen würde, weil ich noch nie ein Gerät unter der Finger hatte, das Poly kann. Also Na, da kommt sozusagen der Vangelis-Faktor. Ne? Also du hast halt stell dir mal vor, du drückst 5 Tasten und die je nach, also du kannst mit dem Zeigefinger mehr drücken und mit dem Mittelfinger oder so anders. Und das ist was Tolles. Also ich habe das eben auf dem AS10 und EPS gehabt und habe da super viel immer draufgelegt, weil du spielst schneller was ein, wo du sonst vielleicht irgendwie Spuren automatisieren müsstest. genau, für, ne? ja, das wäre der einzige Vorteil, den ich so für mich sehen würde. Und selbst wenn es nur Filter aufmachen ist oder sowas, ne? Also was ganz Simples, muss ja nicht fancy sowas sein, aber das ist ja Ausdruck. Pulsbreitensteuerung oder sowas drauf machen. Und schon hast du einen Ausdruck mehr. Ich muss gestehen, dass ich da, was Aftertouch angeht, ich guck halt, ne? Also ich programmiere es nicht extra. Ich hatte auf dem D-Tone war Aftertouch als Modulationsquelle sehr einfach einzusetzen. Da habe ich das ganz gerne genutzt. Ich hatte ein Digitone Keyboard. Und ich habe aber jetzt hier, seitdem ich den Polybrute habe, also den 6er, muss ich gestehen, dass ich Aftertouch tatsächlich als Modulationsquelle tatsächlich vernachlässige und ja doch ein bisschen mehr mit dem Ribbon und auch mit dem Morphe, ja. Mit dem Morphe arbeite, ne? Der Aftertouch auf dem 6er Polybrute ist auch der Grund, beziehungsweise die Tastatur, warum ich keinen 6er Polybrute habe. Also wenn die jetzt irgendwann den 6er auflegen als schwarze Version mit der neuen Tastatur, her damit. Also ich glaube auch ich habe bei der Full Touch hatte ich zum ersten Mal auch so diese Vibes. Ich glaube beim Osmose ist dann noch mal ein bisschen krasser, aber so der Full Touch hat mir Poly-AT näher gebracht, weil du es halt zum ersten Mal so wenig in der Anwendung hast. Ich hatte vorher Hydra-Syndrom gespielt, das war eher so, das ist auch ein bisschen so ein Krampfbrett. Nach dem Das Motto, ist auch nicht so richtig cool implementiert, ne? Das fand ich auch bei meinen Versuchen. Es ist toll, es ist drin, aber bei Dann brauchst du Arturia viel Kraft. Ja, es ist halt so ein typisches Kurzpfeilbrett, wo du einfach durchbiegst und dann kommen die Tasten oben raus fast und dann macht er dir ein 100% Aftertouch. Es gibt an und aus bei solchen Sachen. Und das hat es halt beim Polybrute nicht. Also der 12er, da haben sie willig sich auch Gedanken gemacht, wie möchte ich mit einer Tastatur umgehen. Und haben die Klangerzeugung und die Presets dahingehend optimiert. Und beim Hydra war es weniger so. Ich habe jetzt mal so ein Native Keyboard gespielt. Da hängt es halt sehr vom Plugin ab, aber auch da haben sie, wenn sie es gut implementieren, ist das eine schöne Sache. Aber ich glaube, so diese Selbstverständlichkeit, wie gesagt, vielleicht stehe ich in 3 Jahren mit einem hypothetischen Novation oder Native Instruments, wobei der keine Drumpads hat, was für zumindest die Band recht wichtig ist. Ich benutze die auch gerne sonst live. Also auch bei Session Gigs ist es cool, halt noch eine Pad-Reihe zu haben, wo du einfach ein paar extra Shots abfeuern kannst. Und das ist lustig, ich habe mich immer gefragt, wer sind die Leute, die da Pads haben wollen auf so einem Controller-Keyboard? Danke, da weiß ich jetzt wenigstens wer. Das ist das. Bandleute. Ich mache dann einfach Fingerdrumming und das ist ja eine tolle Tastatur. Nee, es ist nicht mal zwingend Fingerdrumming, aber ich sehe es halt bei ganz unterschiedlichen Leuten. Zum Beispiel bei Future, der Felix, den können wir auch mal einladen, by the way. Der hat halt auch einen Arturia. Da hast du kein Poly-AT auf der Tastatur. Das ist ein MK2, glaube ich, das große Keylab, weil der halt sein Modularsystem damit triggert. Und der nutzt die Pads eigentlich so für so Polypressure-Sachen, weißt du, oder spielt auch so simple Leadlines, wo er parallel dazu Lead-Vocals singt, drückt er halt auf den Pads rum. So ganz einfache Leadlines, wo du denkst, okay, das ist jetzt halt die andere Hand. Du kannst mit der rechten mal woanders also MPC-Style-mäßig dann. Ja, so, oder ich habe es jetzt auch bei Haken, habe ich gesehen, der hat auch ein Arturia, da der 88er MK2 und ja, wie gesagt, natürlich, das ist eine Prog-Rock-Band, der spielt wie eine 1, der neue jetzt. Der alte ich glaube, der alte hat eine APC und sonst, also du hast so diesen, ich weiß nicht, ob du
Pads in diesem Sinne benutzt, aber Pads zwingen dir unabhängig davon, was es ist, zwingen dir Pads eine andere Art des Spielens auf. Wenn du ein Schlagzeuger bist, also ich, dann ist es natürlich noch viel intuitiver, aber ich glaube auch die Keyboarder haben da durchaus was, wenn du eben so One-Shot-Sampling oder so kurze, heftige Drops, da kannst du auf die Tastatur einschlagen, aber das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie man solche One-Shots einschlagen will. Und die Pads sind da halt ideal, weil du willst einfach, ja, du kannst drauf donnern und dann kommen sie auch timingsicher. Also es ist nicht so, wie wenn ich jetzt so hier irgendwie aufs Key einschlage und dann noch irgendwie eine Taste treffen muss, sondern wenn ich sowas Großes habe oder auch nur so ein halbgroßes, wie ein Launchpad. Ja, weil der Hub einfach geringer ist. Das dürfte wahrscheinlich der Grund sein. Ja, du hast quasi so ein Foldback wie bei das ist der Unterschied zwischen der Snare und einer klassischen Marschtrommel, oder? Der Schläger kommt zurück. Das gilt für die Finger genauso. Oder eben, wenn du quasi hier jetzt so Grid-Controller, du arbeitest anders damit. Es ist natürlich schon so, dass die meisten Master Keyboards das machen im Sinne von, ja, hier kannst du noch deine Drums einkloppen für deine DAW. Dafür sind die Sachen da. Aber wie gesagt, Rammstein haben das gemacht, das QX 49, das Flagge da mal hatte, wo auch, da gab es immer so schöne Gags, wo wenn der Keyboarder weg war und es kam ein Soundeffekt, da hat sich manchmal ein Gitarrist hingestellt und hat einfach nur auf ein Pad gedrückt. Oder das war halt klar, das war halt verständlich. Und ich glaube, so diese Einfachheit oder diese Simplizität von Pads, von mappbaren Pads. Vielleicht letztes Beispiel, 1975, diese britischen Indie-Rocker, die haben auf all ihren Keyboard, die haben ein paar Keyboards auf der Bühne stehen, obwohl die eigentlich nur einen Pianisten haben und der Rest macht halt, wenn mal noch ein Part fertig wird. Aber die haben überall so ein AKMPD drauf liegen, wo sie halt so Vocal Shots und so Sample Shots, die du vorher aufs Band gepackt hättest, weißt du? Also ich habe das mal auch bei Churches gesehen, die haben so eine Maschine und die, da werden dann halt genau das so Vocal-Ton, also tonal auf den Ding, aber das ist ja dann so ähnlich wie auch mit Push zum Beispiel das gespielt worden würde, aber im Sinne wie Drums empfunden würden, sagen wir mal so. Aber danke, das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, das noch ein bisschen mehr zu verstehen, warum das so ist. Melodische Drums. Ich kann dir ja mal sonst mal noch ein Video rüberwachsen lassen. Oder guck dir einen Moderat-Gig an, Gernot Bronsart auf der Moderat ist mir schon natürlich klar. Naja, aber ist nachvollziehbar. Also klar, dass man das macht. Ich mache das ja im Prinzip live selbst, aber meine Pads haben ja gar keine Dynamik. Das ist ja das Dumme. Finde ich auch nicht so gut, aber manchmal brauchst du eigentlich auch nicht. Ja. Also ich benutze meine Pads auch nicht dynamisch. Das sind absolute One-Shotter. Aber es ist einfach ein Unterschied, wenn du halt so, weißt du, so die Hubschrauberdrohne, oder weißt du, mit dem Zeigefinger so langsam von oben drauf, oder? Ja, ich verstehe. Mhm. Das hat einen anderen Vibe. Ich glaube, bei Rufus du Soul haben sie auch die Drumpads, die halt nur den Synthesizer triggern oder irgendwelche Bassnoten, aber er kann halt da ausholen mit seinem Drumstick, oder genau, also ich denke, es wird ja mehr denn je, wäre es, glaube ich, auch eine Eingabefrage. Und jetzt, nachdem wir all die Jahre uns immer gewundert haben, ja, müssen wir jetzt immer weiter mit dem schwarzen und weißen Keyboard, weil alles andere halt irgendwie so Momentaufnahmen in der Luft, die vielleicht beim Charre gut aussahen und dann aber wieder wegen unbezahlbar quasi in der Obskurität verschwunden sind, habe ich jetzt so den Eindruck, mit der MPC am Anfang, aber jetzt eben auch mit den ganzen Controllern, das nimmt eine Richtung auf. Und wo wir gerade bei den Controllern sind, ich würde mir wünschen von Akai, dass da mal eine MK3-Serie kommt. Weil jetzt laufen die MK2s langsam, also die MPD 200 laufen langsam aus. Es wäre langsam mal schön, da eine neue Generation zu sehen. Es kommen wahrscheinlich auch neue MPCs. Das wäre auch nicht schlecht. Sie mussten ja, ich würde mir ja eine APC mit MK3 eingebauter Novation-Integration. Was ich noch mal kurz sagen wollte zu den Pads. Meine Freundin nutzt die immer ganz gerne, wenn sie da ihre Hip-Hop-Sachen macht, um den Drum-Loop oder auch um das Apache fürs Klavier darüber abzufeuern, wenn sie da ihre Tracks entwickelt.
Aber was ich noch besser finde, ist, ich habe ja von Arturia ein Controller-Keyboard. Und wenn man das nicht in den Modus, um die Synthesizers zu steuern, startet, sondern in den Modus, um die DAW zu steuern, hast du unten die normale Klaviatur und oben auf dem Pad sind halt die wichtigsten Sachen drauf, um halt die DAW zu steuern. Das ist dann halt so eine andere Ebene, um die Dinger zu nutzen. Also wenn man sich halt merkt, wo halt bei den 12 Pads, die mein Controller hat, die Sachen sind, dann ist das total geil. Weil du musst nicht mehr die Maus in der Hand nehmen, um dann was zu machen, sondern einfach oben Patsch, draufgeklickt, fertig. Das ist übrigens auch so ein Grund, warum ich noch Novation MK3s nutze. Weil du hast hier einen Mode namens Punkt, heißt der Taster. Und dann hast du hier ein Enter und ein Up, Down, also Pfeiltasten, Up, Down, Right, Left, auf den Pads. Da kann ich quasi direkt spielen und dann einfach durch meine Presets scrollen. Das haben sie beim Vierer rausgenommen. Das ist auch doof. Ja. Was mich völlig unabhängig jetzt von der Superboost und von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, zu der Frage führt, warum hat der Valdo Ferridio Pads? Ich glaube, das hatte Rolf mal erklärt. Ich glaube auch in der Sendung. Die haben ja auch keine Dynamik oder so. Die sind einfach nur da, sind nur um One-Shots. Sachen auszuprobieren, um Sequencer-Steuerungen zu machen, um Skalen. Also das war eher für sowas gedacht. Deswegen sind die ja auch auf dem Desktop drauf. Also das Keyboard hat keine. Stimmt's? Nein. Das Keyboard hat keine und der Core hat auch keinen, natürlich. Virtuell. Doch, der Always Hardcore. Der Core hat welche, aber nur 8. Der ist halt reduziert, ne? Weil du musst ja irgendwo sparen an Bedienelementen natürlich. Der hat keine 16, kann man ja irgendwie der hat 8. verstehen. Ja, genau. Und deswegen auch, man kann sich ja fragen, hätte man ja weglassen können und stattdessen noch ein paar Knöpfe machen können. Ja. Genau. Oder hätte man, aber insgesamt die Knöpfe ein bisschen weiter auseinanderziehen, um mehr Platz zu lassen für die Zwischenräume. Wobei ich das sehr geil finde. Also würde es die auf dem Keyboard geben, wäre das für mich wieder mal ein Grund für ein Iridium. Weil ebenso diese kleinen, so Triggergeschichten. Ich glaube, wir sehen das ja auch, der SH4D hat ja diese kleine Knopftastatur unten, oder? Das ist nicht einfach nur als Noteneingabe, das ist wirklich auch die Art und Weise, so Chord-Mapping, das kennt man von der MPC, aber das geht ja auf dem Iridium auch. Oder auf dem Hydra-Synth. Du hast ja auf dem Hydra-Synth ein ganzes chromatisches oder skalentechnisches Keyboard unten. Auf dem Desktop. Das ist schon eine andere Art, Dinge einzugeben. Bei Hydra-Synth sind die aber, glaube ich, dynamisch. Die sind dynamisch, die haben Poly-AT, aber sie spielen sich, finde ich, nicht so angenehm. Aber man könnte sagen, sie sind schon dazu da, um sowas auch zu machen, während halt bei den anderen könnte man fragen, das finde ich auch eine sinnvolle Frage, warum gibt's die überhaupt, wenn man, also das sind sozusagen Abfeuerer und das braucht nicht jeder. Also könnte man, weil die haben es bewusst drin und das hatte der Rolf auch gesagt, dass das wirklich absichtlich gemacht worden ist, weil die wollten das einfach so. Das sollte Konzept werden und es konnte auch damals, hatte man sozusagen noch das offen gelassen. Die haben jetzt tatsächlich auch in die Community gefragt, was wollt ihr denn damit? Wollt ihr damit Skalen steuern oder Sequencer steuern und sowas? Ne? Also deswegen entwickelt sich das sogar eher etwas langsamer. Und das ist es tatsächlich. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich sie tatsächlich nicht sehr viel brauche, weil ich habe dann ohnehin was drauf. Aber wenn ich den jetzt leer mitnehmen würde, dann könnte das sogar die Rettung sein. Aber so richtig drauf spielen würde ich auch nicht, weil die Sounds, die man auf so einem Teil spielt, sind ja nicht, ich trigger mal ein C und ein F, sondern ich spiele da halt richtige Melodien. Ja, genau. Oder Akkorde oder was Flächiges. Also ja. Richtig, ja. Das ist es ist keine One-Shot-Musik, die man mit so einem Gerät machen kann. Also kannst du schon, aber ist nicht das Erste, weil es eben, es ist ja auch ein duotimbrales Gerät prinzipiell und das, um das zu machen, müsste es ja eher
ein multitimbrales Teil sein, also bei Drums natürlich verschiedene Sounds. Ich unterbreche die Monologe äußerst ungern, aber es ist Mitternacht. Wir gehen hart auf 4 Stunden zu. Ich würde gerne noch eine Sache kurz mit dir besprechen, Mick, weil du vor Ort warst. Der Rest geht dann, glaube ich, im Wrap-Up durch. Der Miami Vibes. Ich habe was gelesen von einem DAW-Mode. Konntest du das schon anschauen? Ja, natürlich. Was genau haben die da vor? Kannst du mir das mal sagen? Ja, stell dir mal, also eigentlich war das ja bei dem MD 900 auch schon so, aber die haben jetzt das sozusagen erweitert. Du kannst also einfach irgendeinen Browser nehmen, der hat also so, ich glaube tatsächlich, dass Modal die ersten waren, die das auch gemacht haben. Also Novation mit Components auch, ja. Wobei Modal war, glaube ich, eine App. Novation gibt's sowas. Nee, aber du brauchst halt gar nichts. Du machst einfach nur den Browser auf und kannst dann faktisch die Clips, die Steps, also diese Piano Roll bedienen. Du kannst die ganzen Levels und alle Sachen verschieben. Also die Sounds kann man quasi nehmen und woanders hinschieben. Dann gibt's noch eine Klangverwaltung. Das heißt, du kannst also, es gibt noch eine extra Page, wo dann die ganzen Namen von den Sounds stehen. Also eigentlich so eine Art Library-Tool. Und das ist natürlich eine coole Idee, also es ist sozusagen ein On-Screen Ableton Clip Sequencer Verwaltungsding. Das hatten die vorher so noch nicht. Sie hatten also, du konntest im Gerät diese Sachen vorbereiten und machen, aber hier ist es auf einem Screen, also sie haben da einfach einen Fernseher oder sowas angeschlossen mit einem Browser, also du kannst also auch einen doofen Smart-Fernseher nehmen und dein Vibes damit oder auch den MD ich weiß nicht, ob es auf dem MD auch geht, aber das ist halt das Neue. Wir haben noch ein paar andere Features dazu, aber das ist das, was also das im Wesentlichen. Genau, also das quasi der Editor der Editor war immer schon Browser, glaube ich, aber so wie beim C15 zum Beispiel auch, aber jetzt kommt so eine Art DAW, dass der Vibes quasi in den Editor spielt, oder habe ich es richtig? Ja, man könnte, also es ist eigentlich so, du oder kannst ist es auf der nur Webseite mit einem Vibes und einem, ich sag mal, ein Chromebook oder irgendwas, was halt nicht viel leistet. Also du brauchst ja keine Leistung, der zeigt das bloß an. Und das ist ja nicht uncool, weil das wird auch nicht so schnell veralten, weil irgendein Browser ist ja immer irgendwie da. Und das finde ich prinzipiell super als Zugang, weil der Vibes ja nun kleiner ist. Ja, und du kannst natürlich deine MIDI-Files da reinschmeißen. Du kannst also dieses ganze Ding ist so eine Mischung aus, ich bin ein Computer, wo ja auch viele gesagt haben, das ist eigentlich ein Computer mit einem iPad, also doofe Stimme, ne? Also muss man dazu haben. Und dann ist es jetzt eben zu seinem Vorteil gereicht. Ne, könnte man ja jetzt auch sagen, warum ist das beim Iridium Core nicht auch so? Da würdest du sagen, always Halbcore. Da geht das nämlich nicht. Das ist natürlich ein schönes Feature, weil da ist halt ja kein Sequencer. Weil eine andere Plattform, Clip, ne? Eine Clip-Geschichte oder sowas drin. Ich denke mal, der Iridium versteht sich eben als Klanglabor und der Vibes ist eigentlich auch jetzt schon sowas wie eine Groovebox, weil du kannst da auch immer schon auch so ein Novation-Ding anschließen, über das wir ja gerade geredet haben, und den als Clip-Launcher für die Performance verwenden. Aber du kannst da immerhin den Iridium sich selber, also resamplen lassen und dann, sich quasi selber granularisieren. Ja, aber du hast ja keine Multisamples oder sowas. Nee, das stimmt. Du hast ja keine, das ist begrenzt sinnvoll. Also es ist natürlich ein toller Synthesizer und mit sehr vielen Möglichkeiten. Also das ist keine Anti-Werbung. Es ist nur vielleicht deswegen, weil die formell ähnliche Geräteformen haben. Ne? Also der Vibes und der Core beziehungsweise der MD900 und der Iridium haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber sie haben andere Eignungen für das, was sie machen, und der ist halt vierfach multitimbral plus Drums. Drums sind Samples, das heißt, kannst du im Vince Clarke'schen Sinne quasi damit schon faktisch eine Bühne bespielen, wenn du wenn das nicht zu ausladend ist, oder, ne, also das finde ich schon eine ganz gute
Sache, weil das schon so eine halbe Workstation ist. Und also früher war das, also erschien das so als Dreingabe, jetzt ist es so ein bisschen erwachsener geworden. So würde ich das jetzt mal nennen. Ja, es wird dann Man kann langsam natürlich immer noch sagen, eine DAW kann immer noch mehr, ne, und klar. so ne, klar. Aber ich meine, es ist drin und du hast dieses Konzept von, du musst nur noch einen Ausgabebildschirm und Browser als Ausgabe ausspielen. Auch das ist, wie gesagt, das ist auch nichts Neues, aber das wird so langsam entwächst es der Experimentierphase und ich sehe solche Dinge sehr gerne. Weil, wie gesagt, muss es nicht nutzen, aber es ist schön, es ist da. Und ich glaube, dafür sind gerade die kleinen Buden auch wieder da. Weißt du? Kostet natürlich alles Entwicklerzeiten. In derselben Zeit könnte man natürlich die ultra turbo-radioaktive Supersynthese noch dazu aber guck mal, also das ist die Alternative. Das geht ja auch nur, weil die da jetzt halt ein NUC, also ein PC quasi reingebaut haben und der bietet dann genügend Rechenleistung. Das heißt, Korg hätte anstatt so einen Raspberry Pi zu nehmen, auch einen NUC nehmen können. Dann sind vielleicht von den Materialkosten her 200-300 € teurer geworden und sie hätten ein bisschen weniger Marge gemacht. Bist aber du dann sicher, dass das theoretisch, dass das ein NUC ist beim MD900 und vor allen Dingen beim Vibes, glaube ich eher, dass das ein ARM-Chip. Das könnte auch ein ARM sein, natürlich, aber mehr Kern. Fakt ist einfach, es ist halt ein Computer drinne. Ach so, okay, so meinst du das einfach. Ist ein Computer. Mhm. Ja klar, weil du hast halt wenn du einen Webserver, wenn du einen Browser starten kannst, dann hast du auf der anderen Seite halt einen Webserver. So gesehen sind natürlich fast alle digitalen Synthesizer am Ende natürlich alle Computer, ne? So auch ein System 8 und ein Virus und sonst was waren immer schon auch, wenn du so willst, aber dann schon ein bisschen Computer. spezialisierter. Also das ist dann Also okay, Virus ist unfair, weil der hat ja DSPs. Bla, richtig. Okay, ne? Und Aber das könntest du dann eher so mit dem C15 zum Beispiel. ja, okay, ja. Da hat der gute Stefan hat ja auch quasi so ein Browser-Editor, ja. So ein Browser-Editor halt mit drin. Ja. Ne? Der C15 ist aber auch wirklich, also ich glaube, dass die Idee und dass die Zielgruppe ist gar nicht immer so der Synth-Nerd. Ja. Und also glaubt er, aber ich glaube, am Ende sind die Leute, die gerne ausdrucksvoll spielen, eigentlich auch die Zielgruppe des C15. Und da kommt jetzt ja auch noch eine Poly-Pressure-Tastatur, wenn ich das richtig verstanden habe, rein. Was ich übrigens beim C15 total sinnvoll finde. Weil das ist ein Player-Instrument und ich finde den auch, ne, das ist so ein Physical Modeling, ne, so wie hat er hier auch lange und ausführlich erklärt im Interview. Also ihr findet das irgendwo im Ende 2023 hier bei uns im Verlauf. Ich würde jetzt ganz kurz noch durch die letzten Superbooth News durchrattern und dann wrappen wir das Ding zusammen. Ich glaube, der Kollege will ins Bett, also der Herr Notstrom. Ich glaube, Mick könnte noch weitermachen, bis die Sonne wieder aufgeht. 4 Stunden. Ja. Ich bin ja eine Maschine, ich brauche keinen Schlaf. Nee, ich finde schon gut, wenn man irgendwann mal aufhört. Ja. Wir können auch über den Meander reden, dass er wieder da ist in Schwarz oder so. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich geil. Und zwar als Modul diesmal und nicht als fertiges Gerät. Er sieht aus wie ein Modul, aber ich würde sagen, das ist die Jörg-Scharf-Methode. Das ist, dass du dieses Ding könntest du ja auch als Desktop verwenden. Das heißt, du brauchst nicht 2 Geräte anzubieten, sondern du bietest eins an und es ist eben in ein Euro-Rack. Und Schwarz ist ohnehin, jetzt mal ehrlich, sowieso die bessere Farbe. Weiß ist doch keine Farbe. So wie Orang-Utan-Klaus ist kein Name für ein Kätzchen. Imperial Black. Muss ich die Referenz verstehen? Helge Schneider. Aber, Helge Schneider. Dieser Meander wirkt echt ganz anders als nicht Desktop, sondern ganz anders. Aber haltet ihr Bock da drauf und so? Und das ist natürlich die Frage. Ist ja wirklich ein anderes Konzept, mehr so Filterbank. Und also ich fand den, als er damals vorgestellt wurde, ich fand den sehr spannend. Das, was die Leute dann damit gemacht haben, fand ich weniger spannend, aber das liegt ja an den Leuten, das liegt ja nicht an dem Gerät. Es geht mir regelmäßig so. Also, ja. Alles luschen. Aber ich finde den immer noch sehr sexy. Also die Idee, da so mit so einer Festfilterbank mal so ein Synthesizer zu haben, das finde ich schon, ja,
schon reizvoll. Gibt's sonst nur den Spectralis von Radikal, eine Ja, sehr genau. unterschätzte Firma. Ja, übrigens, wie hieß denn das Modul, was er da rausgebracht hat? Dieser Modul-Synthesizer, Das ist der Delta Zep A. der Delta Zep A, war der nicht auch mit, nee, der war nicht mit Filterbank, ne? Nee, das war der Spectralis. Naja, aber der Delta Zep A ist auch schön. Nee, also die der Jörg Delta Scharf Zep Sachen A- generell. Ja, sind alle cool, aber der Delta Zep A zeichnet sich durch einen bis zu 8-fachen Schwarmoszillator quasi Richtig, aus. genau, das war das. Der richtig kluge Verbindungen hat, ist wirklich, wirklich sackklug. Da brauchst du 7 Gehirne, aber es ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Klingt auch fantastisch. Also sehr viel Zap, sehr, sehr direkt. Sehr gut. Eigentlich hat Aber- er also sehr viele tolle Sachen gemacht. Bevor wir jetzt hier weiter über Jörg und herum meandern Ja. und flamen, haha, du wolltest noch deine Liste abarbeiten, Tobi. Richtig. Eigentlich nur ganz kurz, Sekunde. Es gibt von AFK Audio den sogenannten Drum Beam. Den finde ich immer noch total spannend. Ich glaube, ich hole mir den, wenn ich meinen SPD A6 losgeworden bin, weil lineare Drums passt besser als so ein Sample Pad hier in die Hütte. Dann, Sample Logic Landscaper habe ich, glaube ich, sogar schon erwähnt. Den finde ich irgendwie spannend, aber ich muss mal das gucken, was die für ein Lizenzmodell haben, weil eigentlich habe ich schon genügend Plugins bis zum geht nicht mehr. Anschließend, es gibt von Ableton bei Move gibt's ein Update, das endlich mal so ein paar Basics abdeckt, habe ich gelesen. Ja, keine Ahnung, irgendwann ist das Ding sicher mal fertig. Polyend, Mess, noch mehr Step-Sequencer für die Fuße. Bei Roland gibt's ein V2-Update für den SH4D. Hast du eigentlich noch deinen, Thomas? Nein. Ja, gut. Okay, dann bei Urs Heckmann, nein, Mick, bitte nicht wieder abschweifen, aber ich glaube, er hat Ubik V2 Betas in Aussicht gestellt und oder auf die Superbooth, wenn ich die Nachricht richtig verstanden habe. Ja, und Zebra 3 kommt. Seit 2012. Seit ungefähr 5 Jahren. Ja, Weiter, ich soll ja nicht reden. Also, steht ja auf weiter. dem T-Shirt, oder? Weiter. Genau, die Korg Kalimba kommt nächstes Jahr, schwöre. Dann Modal hat den Carbon 8X. Die Serie ist damit komplett. Ich bin gespannt, wohin die Firma jetzt geht unter einer neuen Führung. Bisher waren das ja primär die alten Ideen noch. Es gibt von Novation eine Base Station in lustigen Farben und es gibt von Teenage Engineering R2D2. ja, es gibt von Teenage Engineering ebenfalls teure Geräte jetzt in Schwarz, also ist ja besser als weiß, haben wir ja gerade gelernt vom Modulator. Die sogenannten Field Black Serie, glaube ich, trifft das Mikrofon, den Field Recorder und den Minimixer, aber nicht den Tisch. Und den OP1 Field gibt es natürlich auch nicht, weil das ist jetzt der OP-XY, glaube ich. Vermona hat mit dem 24, glaube ich, noch einen Limited Run für die Überreste, die man noch so rumliegen hat. Nach 14. Dem, das ist genau dasselbe sonst. Jupp, aber sehr limited. Sehr, sehr limited. Ja, 36 Stück oder so war das, ne? Ja. 32 oder 36. Der sieht so geil aus in braun. Echt geil. Also wirklich so schokoladenmäßig. Das ist nicht braun, das ist Anthrazit. Also ist mir egal. Ich krieg beim Angucken sofort Lust auf einen Cappuccino. Und wenn du den spielst, hast du Lust auf Sounds. Ja, Wahnsinn. genau. Geil. Ich habe mal mehrere Stunden noch Marv, wisst ihr das auch? Was? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn wir noch was nennen wollen, dann von Marv, der auch im Sequencer-Forum ist, der hat ein sehr, sehr, sehr kleines Audio-CV-Interface, also so ein DC-Offset-Interface für die Steuerung gebaut. Das ist so ein kleines, fast unscheinbares, aber sehr winziges 16-Kanal-Interface. Also quasi Idee Expert Sleepers, aber ohne Expert Sleepers. Okay, mit 16 Kanälen. Spannend. Das gut. Klingt so ein bisschen wie das, was Bitwig gemacht haben mit ihrem Audio-Interface. Die haben da ja auch CV-Signale rein und rausgeführt. Ja, wenn du so willst, ja, aber viel mehr. Also 16 ja, klar, 16 Stück halt. Ne? Und als externe Box ist ja auch nicht schlecht.
Und das Ding ist halt super flach, sehr klein. Das ist so dick wie ein Laptop, aber ein Drittel so klein, also wirklich klein. Sehr, sehr live. Also er arbeitet selber damit, deswegen macht er das. Ist immer auch gut. Ja, und abschließend kann man dazu sagen, bei Ableton gibt's momentan 25% Rabatt. Wie genau weiß ich nicht, steht auf Gear News. Macht euch einfach schlau. Und das war's. Liste ist durch. Ich denke, wir haben, ja, die 3 haben wir inzwischen weit überschritten und weil wir hier nichts schneiden, ich entschuldige mich für die schlechte Sendung jetzt schon. Entschuldige. Nee, Mick, Das alles, müssen wir am Anfang machen, nicht am Ende, Leute. alles bestens. Also, weil ich Danke. dabei bin, ist die Sendung besonders schlecht. Das schätze ich an Mick, seine Bescheidenheit. Wenn das noch Bescheidenheit ist, ich denke, das tendiert schon in Richtung Depression. Nee. Depression oder sagen wir mal, glücklich sein ist nur ein Mangel an Informationen. Das wissen wir ja. Ja, halt die Fresse, Semsrott. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Mick, für deine Zeit. Ja, Es ist und auch wie eure. immer eine Freude, eine Ehre, ein Vergnügen, mit dir eine Sendung zu machen. Und schaltet auch beim danke, nächsten dass Mal. ihr. Ja, Entschuldigung. Ja, danke. Naja, hau raus. Jetzt monologisier noch mal mit. Jedermann sein eigener Fußball. Ganz schön. Tschüss. Ciao, eure. Mach's gut. Tschüss. Gute Nacht. Oder Haben guten Morgen. haben wir erwähnt, dass der HSV aufgestiegen ist? Ja, Ganz das am war, Anfang. war einer der Anfangsgags. Schnitt. So, Ja, abspeichern. ich sag noch Tschüss, ne? Also, das für Daniel Tavares. Jetzt hat er das Ende versaut.